Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Bubu-Stream direkt live vom Klötzchen Community Server. Yay! Und ich habe festgestellt, ich habe noch mein ganzes Inventar, was ich auspacken muss. Oh Mann, welch eine Freude. Und ich werde mich mal in den Live gucken. Da ist der Kai. Oh, ist das laut. Na komm. Ah, ich brauche mal 2 Anläufe, um dich zu ziehen. Hallöchen, Kai. Oh Mann. So, Und ich muss dich gerade mal auf YouTube leise machen, sonst doppelt sich das. jo, es So, könnte passieren. Okay, meine Invoice ist aus. Okay. Ja, wie geht's dir? erkältet. Erkältet. Ja, wir sind auch viel im Schnee rumgelaufen. Stimmt wohl. Jo. Bubus Unterhosen liegen immer noch. Die sind noch nicht trocken. Okay, ich Muss ich werde mal mich. Föhn mitbringen. Jo, habe ich mir auch schon überlegt. So, ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich mein ganzes Gedöns hier irgendwie mal aus meinem Rucksack und dergleichen kriege. Das ist ja echt der Wahnsinn. Weil sonst werde ich ja hier nie fertig. Ah, ich hab... Aber wenn man nicht mehr Platz für Baublöcke hat, dann ist das nicht gut. So, Nee. Karotten, Rüsseln hier. Oh, die mir an der Wand hängen. Weil ich spiele nicht mit. So, okay, Big Backpack. Weil wir wollen ja heute ein bisschen, also ich zumindest an meiner Base weiterbauen. Das wäre, glaube ich, langsam mal so ein bisschen angebracht. So, mal alles rein. Ich habe ja 2 volle Rucksäcke. Oh mein Gott. Okay, den Sand. Oh, den Sand. Das wo sandiges Gestein. Okay, stimmt. Ich hatte ja hier den ganzen Schmadderadans reingeschmissen. Das darf ich jetzt alles sortieren. Ja, oh. Eieiei. Schaut euch das an. Da bin ich ja ewig beschäftigt. Okay. Vorgebranntes Gestein, metallisch. Halt, Quatsch. Du hast Das. doch einen neuen Lagerraum oben. Ja, ich habe auch gerade gemerkt, dass ich mal wieder totalen Mist mache hier. Weil ich nämlich wieder vergessen habe, dass ich ja im Gegensatz zu mit Pixel nicht mein Zeug hier in der Hand haben soll. Mein Rucksack in der Hand haben soll. Wenn ich Dinge auspacke. Oh Mann. Okay, wir sortieren erstmal den Sand hier raus. Das ist der ganze Sand. Okay, dann sandiges. Jetzt habe ich den schon wieder in der Hand, siehst du? So, sandiges Gestein. Grüner Beton. Stimmt, hier ist der ganze Beton auch noch mit drin. Okay, den schmeißen wir hier mal hin. Dann machen wir das. Okay, das mal. Da. Wird bestimmt nicht aus Platz. Erstmal bis. So, ich werde mal den Shader hier ausmachen, weil das hier mal ätzend belastend ist. Auf dem Server mit meinem Shader. So, okay, dann holen wir uns schon mal die Metalle hier alle raus. Und die ganzen Emeralds lassen wir da drinne, weil die da ist noch Gold, Eisen, noch mehr Gold, Diamanten. Hm, Diamonds are worth the spread.
Ah, so viel Zeug. Wahnsinn. Okay, dann packe ich hier mal meine Diamanten mit rein. Mist. Ja, warte mal. So, okay. Hallo, Schatz. Das ist ja echt der Wahnsinn. Noch mehr Diamanten. Noch mehr. Okay, Lapis Lazuli. Äh, hm, ja. Da habe ich aber auch schon fast keinen Platz mehr. Ist ja Wahnsinn. So, okay. Nächstes Zeug. Essen. 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 So, ui. Und dann haben wir hier ein Hühnchen noch. Gut, behalte ich. Dann haben wir den Honig hier noch. Was soll ich mit 100 Milliarden Pfeilen? Versus Material. Da könnten wir Pfeile reinschmecken. Okay, gut. Diamanthacke und Bubus. Was? Bubus Meinungsverstärker. Wo kommt er denn schon wieder her? Auch nicht schlecht. Das, Ich habe der einen weiß es. Meinungsverstärker. Genial. Okay, Leinen und Sattel. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt wieder ein bisschen umdenken. Ach, die kann man ja wieder decken hier. Sattel. Ah, ich nehme mal das. Pack die. Ähm, Dann haben wir Knochen. Noch mehr frei. Den Bogen bleibt da drin. Den habe ich noch. Kohleblöcke, Name-Tags. Boah. Und Stein. Und dann diese Rüstungsbesatz-Dinger. Oh, es hat geklingelt. Halt. Ich hatte meinen Rucksack in der Hand. Sorry. Wer da? Hallo? 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 Keiner doch. Sehr merkwürdig. Hier klingelt und keiner ist da. Hm, sehr merkwürdig. Hier hat's Geister. Ich sehe keinen. Wer bist du? Ich kauf nix. So unsichtbar oder was? Hä? Da. Hm. Ich habe mich schon gerade gewundert. Okay, nee, ich muss wirklich jetzt auch zusehen, dass ich da oben Dinge anfange einzusortieren. Weil das ist echt der Wahnsinn. Hab einfach zu viel. Das ist echt, das muss Welche ich auch Farbe erstmal Geschenke echt hättest alles du gern? aufnutzen. Hallo Kaktusmeister, schön, dass du heute Abend auch dabei bist. So, Ubu, ja, Ubu, kannst du dich mal ja, bitte auf den Stein herstellen? auf den Pass auf. Aua, Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht bauen. Entschuldigung, hab ich wollte ich dich nicht mich jetzt bauen. Auf den verjagt. da. Auf den, auf den moosigen. Ja. Oh, ich hab eine Geheimkammer hier. Guck mal. Die hast du schon ziemlich lange. Nur keine Ahnung davon. Hast du das jetzt gemacht mit dem Brot oder was? Okay, dann kann ich das Lapis Lazuli Nein. da ja endlich mal reinlegen. Habe ich wieder Platz frei hier. Aber hier, guck mal, das Bücherregal hier. Warte mal. Ich nehme mal gleich das Lapis. Mal noch irgendwo welches. Ja, okay. Und dann, Das rechte Buch musst du rausnehmen und warte hier mal. links reinstellen. Das rechte, das hier? Und dann links
und dann links rein. Nee, links ins gleiche Bücherregal, nur Achso, wo wir das Ei dahin. links reinstellen. Ah, 617. Okay, dann können wir da das Lapis reinhauen. Weißt du, was das fiese ist? Wenn du da unten bist und ich zumache, kommst nicht raus. Na toll. Das ist nicht gut. Lass mal Gucci vorbeikommen, dann komme ich nie wieder raus. Dann müssen wir den Stream da unten am Kabuff machen, dann immer. Oi. Okay, gut. Ich hatte irgendwo meine Rüstungsteile. Weißt du noch, wo ich die hingeschmissen habe? Sind die noch drüben in meinem Haus? Im anderen? Du hast die doch an. Nein, diese Zierplates, Dings, Achso, nee, Gedöns. die sind hier nicht. Die habe ich noch drüben. Ach du Schande. Gut, okay. Okay, dann, Welche Schilder, welche Schilderfarbe hättest du gern für oben? Schilderfarbe. Du meinst für oben jetzt? Hm? Mir wäre weiß am liebsten, weil das kann ich wirklich ohne Augenschmerzen lesen. Nein, ich meine, das ist auch der Hintergrund. Hintergrund. Welches Holz? Das Welches Holz? sind, ja, das sind Fässer. Mach mal Birke. Birke Ja, und dann gut, von mir dann lesen aus wir zusammen. schwarze Schrift oder sowas. Es müsste Birke hier noch rumliegen. Weil damit baue ich So, ja auch nicht, weißt du? gut, So, so werde ich finden. gut. Weil ich habe hier echt. Ach, hier sind die anderen Ärzte alle. Macht mich wahnsinnig. Okay. Heißt das Zeug hier wieder raus. Das raus, das raus, das. Ähm, ähm, ähm. Das hier wieder da rein. Hohe Ärzte. Okay, da haben wir noch. Ach, dieses Gezwitscher immer, ey. Okay, hier ist noch Ich Kupfer. war es aber nicht. Habe ich noch Kohle. Habe ich Diesmal Diamant. wirklich nicht. Nee, ist ja schon ewig, weil die Sachse hat das irgendwann mal eingebaut. Aber ich erschrecke mich trotzdem, mir das mal zu tun. So, ich habe noch zwei Armbäuste. Wo kann ich denn die packen? Die packen wir hier. Guck mal, schwarze Wolle ist hier drin. Dann haben wir hier meinen Glückstrank. Den packe ich nochmal in meinen Rucksack. Ah, das ist ein spezielles Item, genau wie das hier. Dann packe ich mir mal die Ja, Chestplate hier rein, weil noch mehr den Tongedöns. kannst du auch nicht herstellen, den Glückstrank, ne? Den kannst du ja Mhm. nur finden. Aber ich habe auch noch einen Teil von deinen Sachen teilweise noch bei mir im Rucksack. Habe ich. Einsam. Mhm. Deine blauen Laternen habe ich noch. Oh, Mhm. ja, stimmt, da war was. Die du haben wolltest. Ja, so, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte doch irgendwo. Es war auch eher in der anderen. Warte mal. Kopftraum. Das Pulver. Klimms Albtraum ist Theorie. Formbare Masse. Genau, dann packen wir das hier mit rein. Ach, das sind mehrere verschiedene Farben. Vergesst das immer, dass das wirklich ist. So, und hallo. Hast du Hexe gekämpft? Wieso? Kann ich nachher noch machen. Okay, ich habe hier noch so ein Name-Tag. Ah, ein Matsch. Matsch können wir eigentlich auflösen. Mathe, Mathe, Mathe. Ja, Matsch können wir eigentlich auflösen. Das ist ja bei formbare Masse mit drin. Das mal rüber und mach da mal so eine Kladderadatsch-Kiste draus. Weil sonst komme ich einfach nicht mehr mit. Okay. Dann haben wir hier noch die Säckchen. Okay. Dann packen wir mal die Säckchen. Ich hab hier noch Heu. Das noch. Leuchtzeug. Buschleich. Genau. Ich habe nämlich noch das ganze blaue Zeug hier. Buschleich.
Ähm, ähm, Oh. ähm, ähm, M ist ob, ein Buchstabe. ja, ich überlege gerade, wo mein Frosch gleich unterbringe. Ich glaube, packe ich auch erstmal, lasse ich erstmal im Rucksack. Äh, alles per Hand reingepackt wird. So, Okay, das hier ist ist also wieder gut. deine blaue Gedöns-Zeug hier. Jetzt rennt er weg. Ich schmeiß ihm das hin und er rennt weg. So, ich dachte, du bist oben. Nein, Entschuldigung. ich Ich bin dachte, du bist hier. Ich oben. stehe Entschuldigung. hier. Mann. Da. Entschuldigung. Ich dachte, das Hinter ist der fest. Kiste. Hinter der Kiste. Hinter der Kiste. Da. Oh, danke schön. Bitteschön. So, ein Bündel habe ich schon mal frei. Dann habe ich noch so Leuchtzeug und sowas alles, aber jetzt packe ich erstmal das Heu weg. Mein Gott, habe ich viel Heu. So, dann haben wir hier noch Emeralds. Quarz. Emeralds, dann so ein Leuchtzeug. Viel Platz. So, Mütze. Noch mehr Pfeile. Noch mehr Heu. Noch mehr Emeralds. Drei Fäden. Anzeig. Eine Kuh. Zwei Knochen. Und ein Zaun. Toll. Au. Hab einen Zaun. So, kann ich das da wieder reinschmeißen. Ach, schwarze Wolle. Deswegen. Okay. Deswegen. Okay, gut. Roherze. Da schmeißen wir dann mal das rein. Ja, Quatsch. Das Eisen gehört ja in Eisen. Mann, ist das kompliziert. Ich brauche ein einfaches Lagersystem. Reinschmeißen und es sortiert sich selber. Dann Okay. kriegen wir Ärger mit Mimi. Ja, ich weiß. Ich darf kein Abenteuer mehr machen. Halt, das gehört hier nicht rein. Das ist Samenzeug. Zucker. Dann haben wir hier noch Fleisch. Mützel packe ich hier mal. Da ja. Dann, Kohle. So, hier ist auch noch eine blaue Laterne drin. Bum, bum. Hier ist auch noch Lapis, das können wir nach unten bringen. Dann haben wir hier nämlich mehr Platz. Das da rein. Weiß auch nicht, warum das hier drin ist. Keine Ahnung. Das gehört doch da oben. Okay. Dann, das Buch nehmen, das Buch da reinstellen. Da. Und den ganzen Lapis da. So, dann das Buch. Nehmen das Buch da rein, wieder zu. Dann haben wir ein Schwarzeichen. Oh, hier ist schwarz. Dunkel. Nein, diese Begriffe hier. So verwirrend. So. Wer das nur war. Ja, ich weiß nicht. Okay. Gut, dann haben wir den nächsten Sack. Da sind 64 Heu noch. Mein Gott, hab ich Heu. Das gibt's ja gar nicht. Kann ich ein ganzes Heu-Dach mitdecken mittlerweile. Kann ich mir ein Reddachhaus bauen. So, Sind wir hier in Norden oder was? naja. So, das da rein. Sind wir hier bei Stine? Ja.
Genau. Dann Wo haben gehen denn wir. heute alle? Ja, ich denke mal, die gucken bei Padma unter anderem zu. Weil die ist ja Auch nicht am wieder Sterben. in Crafters Life ist ja unterwegs. Ja, Ich aber Janus denke, ist heute auch mal wieder da. ja, deswegen. Also können wir in Ruhe bauen, das ist auch mal was schön. Habe ich gar kein Problem. Also ich hätte So, noch so ein paar Abenteuerpunkte gefunden. Schmusi und Hexe musst du haben. Ja, mache ich. Alles gut. Wenn die sich kämmen lassen. Ja, das ist ja eigentlich immer Herrschensprivileg hier. So, dann habe ich Sticks. Auch wieder so ein Ich Ding. hab ihm gedacht, was will der denn? Also, das ist sein Mann. Ah, Mal rein. Wenn noch einen vollen Ruck. Okay, die ist dahin. Dann machen wir weiter. Okay, haben wir noch das. Oh, rotes Wirrholz. oh, Diverse Hölzer. Rotes Wirrholz habe ich auch noch. Okay. Die Erze. Haben wir noch mehr Heu, noch Eisen, goldene Karotten, Hasen, Kaninchen. Okay, die kann. Die packe ich hier hin. Okay, jetzt weiß ich auch, wo meine Emeralds sind. Die kann man eigentlich da auch erstmal in die Kiste packen. irgendwie müssen wir das mal so. So, Wollkies. Dann habe ich hier noch so Heu. Dann habe ich Eis. Ja, wie gesagt, einsortieren muss leider auch mal sein. Warte mal, hier sind noch Diamanten, die kann ich rein. Hier rein. Okay, dann haben wir noch Essen. Hier um Kaninchenfelle. Hm, kannst dich ändern. Ich hab einfach so, okay. So, nächster Kalzium. Noch mehr Diamanten. Fackel. Gast. Ja, alle. Sag mal, Gastränen und so, das sind alles Tranksachen, ne? Entschuldigung, muss gerade niesen. Alles gut. So, nochmal bitte. Gassachen, Gastränen und so, das ist doch alles Tranksachen, ne? Getränke. Ja, Also eine Kiste habe ich nicht. ja. Nicht? Echt. In meine Matschekiste, da kommt das Zeug rein, wo ich nicht weiß, wohin. Meine Fackeln nehme ich in die Hand. Habe ich hier irgendwo Kalzium? Ja, okay, dann. Mann. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alleine 55 Blöcke Diamanten. Ja, nicht Schlecht. schlecht. Ah, noch mehr Anderthalb essen. Packs habe ich mitgebracht. Mal Oh, oh. Tränke. Was? 1,5 Packs habe ich heimgebracht. Okay. So, ich muss mal gucken. Es ist so blöd, dass man die Wasserflaschen hier bei uns nicht decken kann. Ärgert mich jedes Mal, ey. Das nimmt so viel Platz weg. Um, Oh ja. muss ich reinpacken in die Kiste. Habe ich noch Zombie-Zeug? Okay, dann haben wir hier noch einen Feuerstein. Noch mehr Emerald.
Kriegen An Deutsch. ich. Verarbeitetes Stein. Ich sag Noch mehr. über das nach Müd kommt blöd, ne? So, das packe ich. Packe ich. Dann fülle ich meine Pfeile da auf. Hm, ein, Kommt eigentlich unsere Mimi heute von? ich weiß nicht, ob sie heute kommt. Keine Ahnung. Wahre Massen. Ja, ich, Mama. Jeden. Einmal mein Zeug da raus. Matschig. Und mal wieder Bum-Bum-Zeug. Weil wir haben's bei. Ja, kann sich nur um Stunden handeln heute. Aber irgendwann muss ich es ja mal machen. Jahre. Vielleicht doch jetzt. Habe ich hier eigentlich so viel Müll in meinen Kisten? Das ist ja in meinen Säcken. Das ist ja schlimm. Habe ich da einfach reingeschmissen. Okay, ich hätte dann noch so Hopf. So, und wenn ich weiß, wohin mit den Köpfen, mein Kleister sie einfach irgendwo hin. Okay. Ja, komm. Nee, nee. Typisch Frau. Mhm. Was sein. So, Ruheerz. Noch mehr Emerald. Alter, da habe ich jetzt einen Block. Da haben wir Holzkohle. Ich hier einzelne Zäune und Eis. Durchscheinende Blöcke packen. So. Dichte. Ja. Okay. Eisen. Erden. Zäune. Warum habe ich eigentlich Zäune? Muss ich das was? Du wolltest doch einen Zoo bauen. Ich, ja, aber nicht hier. Verdammt, ich hab's gemerkt. Ja. Nee, ich denke mal, Wusimo ist heute auch in Crafters Live unterwegs. Denke Nee, ich. der ist bei Crafters Live. Seit wann das denn? Ja, der ist da eingeladen. Crafter. So, okay, Wissen die, ja. was sie sich antun? Ja, ich hoffe. So, okay, noch mehr Zeug, noch mehr Zeug. Warum sammle ich hier eigentlich Flaschen ein? Ich weiß es. Äh, Bombe. Achso. Okay, das ist noch ein Herzen rein. Mal noch. Und guten Abend, wenn man von Wusimo redet.
kommt er reingeschneit. So. Ich sortiere gerade die Reichtümer hier ein. Echte. Okay. Kupfer weiß ich. Ich stehe schon wieder auf dem falschen. Okay. Okay, da haben wir jetzt 2 von. Dann haben wir hier Kupfer. Dann haben wir noch Eisen. Also Eisen habe ich hier definitiv mehr als in Splitpeaks. Wesentlich. Und bist du in Crafters Live unterwegs? Oh, weil heute sind ja da ein paar mehr Spieler. Bei ein paar Häschen. Meine Süßbären packen. Eine. Weiß ja nie, was man trifft. Ah, nee. Okay, dann haben wir hier noch Schlüssel. Taschen kriege ich ja auch nicht rein. Muss hier rein. Was mit den Tintenbeuteln? Und auch nicht. Rein. Und der Herr hier kommt wieder vor die Tür. Ah, okay. Gut, dann müssten wir den hier eigentlich leer haben. Haben wir. Sehr schön. Ersten Rucksack habe ich lieb. Ein Bett würde ich gerne noch hier hin verstauen. Warte mal, ich packe mein Bett hier. So, und dann haben wir jetzt noch den vom Oster-Event, den Rucksack. Da haben wir nicht mehr so viel drin. Das geht. Noch mehr Diamanten. Köpfe. Ja, gut. Okay, dann muss ich aber trotzdem den dann die Pfeile noch. Pfeil. Das Feuerzeug. Ja, und den großen Klein. So. Dann haben wir dazu Diamanten. Ja, da habe ich auch alles Gold. Magma-Dinger. Als das dahin. Dann packe ich das dahin. Okay, dann haben wir hier noch Blumenpötte. Oh, Blumentöpfe. Und noch mehr Heu. Ja, dann packe ich mal die Pilze raus. Passt das nicht. Gut, dann haben wir hier noch mehr Heu. Schleimbälle, noch mehr Emeralds, Pfeile, Pilze. Dann noch mehr Witze. Mit dahin. Ja. In seinem Kopf hast du ausgeräumt. Heißt, Wem seinen Kopf hast du ausgeräumt? Mit so viel Heu. ich weiß Oh. nicht. Es ist, ich wundere mich auch jedes Mal von neuem, wessen Heu ich da gefunden habe. So, okay, was haben wir hier? Wir haben noch Mangrovensetzling, den 3. Dann haben wir Schleimbälle, die packe ich immer mit rein. Dann haben wir noch Pfeile, die kann ich wieder mit reinschmeißen. Packen wir hier rein. Pilze. Habe ich schon ganz weg von. Mann. Okay, dann, Pilze. ja.
Gehen da wieder rein. Und jetzt die restlichen Dinge. Okay, Trank der Schwäche habe ich. Schwäche. Dann habe ich nur 3 Goldäpfel. Arzt. Ein Lava-Eimer. So, dann habe ich 2 Bücher. Mal da auch in Regal räumen. Was muss ich falsch rüber? Ich will nicht das. Okay. Das da rein. Das ist leer. Das ist nicht. Ich habe einen leeren Rucksack. Aber schaut mal, wie voll mein Inventar trotzdem noch ist. Okay, dann haben wir noch diese Dinger hier. Hä? Was? Hallo? Ich, ich habe hier Hey, gerade Amethyst reingeräumt. Wo ist das Zeug? Hier. weißt du das hier? Ja, Geht das nach oben? gut. Kannst du das mitnehmen? Dankeschön. So, und Mach dann habe ich. ich noch ein paar Bitteschön. gammelige Socken. Die entsorge ich. Hab die Socken. Ja, müssen gewaschen werden. Die musst du an den Spawn bringen, die Waschmaschine. Ah, Die stimmt. Sockenwaschmaschine. Dann brauche ich aber eine. Warte mal, dann brauche ich eine Wäschekiste. Brauche unbedingt eine Wäschekiste. Ein Wäschefahr. So, pack mal die da rein. Brauche ich noch ein Schild? Äh, reicht nicht. Reicht. Das sind hier oben. Ja, alles gut. Ähm, Ja. ja, Bobo stinke so. Okay. Gut. Gut, bin wieder leer. Yay. So, was haben wir hier noch? Oh, noch mehr Heu. Noch mehr Eisen. Aber Ziegelsteine, sehr gut, weil die brauche ich nämlich ganz, ganz dringend. Werde einfach gemütlich zuschauen. Sorry, werde heute Abend nicht dabei sein. Mein Hausarzt hatte mich heute in den Notfall geschickt. War dann echt müde wegen der Medikamente, aber die Hauptsache geht langsam wie besser. Ja, Gesundheit geht vor, Wusi. Alles gut, alles gut. Alles gut. Du machst Sachen. Das Ist der, wollen der ist wir. auch krank, weil du so viel mit uns im Schnee rumgerannt bist. Ah ja, stille krank hier. So, okay, dann gehe ich schon mal mit den Ziegelsteinen und versuche mal da noch ein bisschen was weiter zu. Weil wir waren ja hier schon zugange, oder muss ich doch noch? Okay. Weil wir müssen ja jetzt die Seite hier noch machen. Okay, dann muss ich mal gucken. Ich mauer das jetzt. Oh, überall zischt das hier, wenn ich hier lang laufe. Übermacht's. Frau Bubu, Ja, kann das das ist. sein, dass hier in der Kiste was nicht Jimbo Matsch draufsteht? Was meinst du? Ich habe eine Dass in der Grabbelkiste. Kiste wo Matsch drauf Ja, ja, steht? bei dem Matsch habe ich in Formbares reingepackt und in der Matschkiste ist jetzt mein Krimskram. Ist ja schlimm wie meine Frau. Sorry, aber ich habe keinen Platz mehr. Ah, ja, ich muss ja noch eine Etage höher. Dumm, dumm. Bitte. Ah ja.
Wir waren ja auch 2 Wochen unterwegs. Da kann man schon mal So ist es. vergessen, wo man hin muss. Okay, mein Bettchen angeklickt, alles gut. Okay, dann muss ich mal gucken. Okay, hier haben wir gesagt, kommt ja die eine Treppe hin. Hm, warte mal. Müssten wir dann anders machen. Dann halt, nehmen wir das. Dass ich weiß, dass hier der Untergang ist. So, okay, dann muss ich nämlich mal gucken. Und zwar, jetzt bin ich doch wieder eine Ebene zu hoch. Ich hab's geahnt. Hm, Zu hoch, okay. zu tief, Hieronimo. zu tief. Okay, gut. Weil hier kommen wir hier nämlich durch. Okay, ich denke mal, ich werde das hier erstmal wegmachen. Ah, diese Superschaufel. So, dass wir hier so eine Ebene haben zum Weg. Lustig. Der hier vorne machen. So, jetzt ist die Frage, von wo. Warte mal, wohin sind wir denn hier Vorne. gegangen? Da. Gott, ich will hier. Oh, das. Warte mal. Das. Ähm, ei, ei. Weil das muss eigentlich Kante gehen. Kante. Die. Die hier. Immer die Kante. Okay, dann baue ich mich mal da rüber. Wir haben ja gesagt, dass wir so eine glatte Fläche da schon mal schaffen wollen, damit wir da den Roboter ransetzen können. So, das heißt, ich könnte überbauen. Wieder viel zu weit hier. Wir können das ruhig weiter zu dem kein Abbau. Oh, jetzt so. Male wieder mal eine Runde, wo sie keinen Schreck kriegen. So, okay, gut. Und dann muss ich mir Gedanken drüber machen, bis zu welcher Höhe. Nicht, dass wir das hier dann so das sagen. Wir bleiben auf der Höhe so. Ja. Male mal weiter. Dann müssen wir wissen, wo wir diese Boden hier. Wo hast du den Pinsel her? Weil ich den Pinsel hier habe. Wie Ja, meinst wenn du malst. ja, ich male mit Blöcken sozusagen. Okay. Hier weg. Deine Nase förderlich. So Der hier aufpassen, weg. die läuft davon. So. Okay. Es wird lustig. So, jetzt muss ich hier aber überlegen. Hier weiter. Hier würde ich Tatsache die Kante nehmen. Noch ein weitergehen. Den dahin setzen. Und bis hier. Angehen. Das ist jetzt eigentlich alles bis zur Decke oben. Mit Boden und
Boden habe ich noch Oh keine Gott, ist schon wieder Ahnung. dunkel. Hm, ich habe keine Ahnung. Das hier mal dunkel wird. Kannst du mal das Licht einschalten? Ah, ich habe hier Fackeln. So. Okay, also ich brauche auf jeden Fall noch viel mit. Das ist mal ein Ziegelboden erstmal, das kann man dann. Das ist zwar eine teure Angelegenheit, aber das ist nicht mehr halbwegs was zu tun. Ja, ja. Ah ja. Ich weiß, wie der wer Ton sammeln gehen darf, ne? Mhm. Nein, ich werde auch Mhm. sammeln gehen. Alles gut. Ich werde auch Ton sammeln gehen. Weiß. Hier. Bin- Was macht der Kami hier oben? Du klaust mir jetzt hier nicht irgendwelche Blöcke. Vergiss es. Jeder Ziegelstein ist kostbar. Nein, du brauchst mich auch nicht angucken. Ich will dich gar nicht sehen. Nein, lass es. Also nicht zu unhöflich. Da ist Naja, noch ein der paar steht hier mit dem Fackeln. Erdblock rum und überlegt gerade wahrscheinlich, ob er den mithelfen will hier. Blöcke zu platzieren. So. Okay, das war's. So, mehr Ziegel habe ich hier gar nicht. Aua. Hier oben sind noch welche. Ja, ja, ich komme. Ich versuche gerade irgendwie hier, äh, Runterzufallen. ja, irgendwie mir den Weg hier durchzubuddeln. Ah, hier kann man ganz so tief fallen. Hopp. Man sollte hier irgendwie Türen eine Anlage. Ähm, Nicht meine Baustelle, nicht meine Baustelle, nicht meine nein, Baustelle. nein, ich weiß. Oh Mann. Habe ich die auch noch falsch gesetzt, toll. Ich sollte hier Tatsache Dumm. eine Tür hier erstmal hinsetzen. Okay, gut, dann muss ich mal gucken, wo sich hier noch Ziegel rumtreibt. Dann erstmal alles verbauen, was wir haben. Da wo drauf Ähm, steht, ist Ziegel drin. ja, ich hab schon gesehen, dass mein Ziegel hier irgendwie aus der Geburtenkiste schon wieder weggelaufen ist. Aber ich kann jetzt meine Erde wieder einsortieren und meinen Kobbel wegpacken und meine Eiche nicht. Ja, ist gut. Okay, okay, ich komme ja nach oben. Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Und ich schon wieder Ah, auf dem Weg nach unten. Ist alles okay, beschriftet. okay. Stein, Andesit, Kalzit, Granit, Bruchstein. Okay, wir haben Bruch. Das ist sehr schön. Okay, jetzt Schwarzstein draufbringen. Andesit, glatter Stein. Noch mehr Stein. Überstein, Unterstein, rechter Stein, linker Über Stein. Stück und über Steine, aber bricht dir nicht die Wo Beine. sucht das Holz? Andere Seite, Feuerstein. Feuerstein. zu weit. Ähm, Verarbeiteter Stein. Welches Holz, welches Holz Verarbeiteter suchst du Stein. denn? Ich suche Eichen. Hier. Ah, okay. Okay. Gut. Matschepampe. Ist die Keramik abgewandert? Keramik ist unten, aber der Schlamm ist schon hier oben. Hier unten ist schon mal hier ist Ziegelsteine Ziegel war suche ich. schlammfest. Die suche ich, die Über Ziegelstein. Ziegelsteine. Ziegelsteine suche ich. Okay. Werde ich die schon mal verwenden. Halte ich. Das ist verwirrend. Nach oben, nach unten, rechts, links, oben, unten, Gedöns. Wahnsinn. Das soll Oh, man nicht. Also das ist ja schlimmer wie Passierschein A68. ja.
Genau. So, ich habe zumindest noch mal 2 Stacks abschlagen können. Es ist so. Okay. Okay. Dann, ja, baue ich erst das Löcher feilen. So. Das ist ja auch so eine Ecke. Hier geht's dann sozusagen. Ach, kam nicht. Ah ja. Bisschen Umweg gelaufen hier. Das macht. La la la. So, okay. Denn jetzt So eine Ecke weil hier der hoch. hier Ja, hier machen wir dann so Stufen nach oben. bei Goethe. Was ist denn hier alles drin? Man vorne gleichzeitig noch Stimme hier. Gibt das Gästezimmer? Ich baue mich hier gerade dezent ein. Das macht aber nichts. So, hier hinten Irgendwo erstmal rennt hier ein Endermann. Der geht mir auf den Keks. ein Ausgang. So, okay. Ich mache mir das, dass ich hier am Rand laufe. Kann man ja hinterher immer noch. Ja, nicht. Mal, wo ich ankomme. Nee. Mhm. Tür. Okay, 2 habe ich noch. Yay! So, kann ich Anlauf nehmen. Ah, ja. Aua. Hui. Hui. Aua. Okay, müssen was essen. Guten Abend, KI. Okay, wir schauen mal von da. Ja, da muss da halt noch ein Boden rein und dann muss das alles noch so ein bisschen angepasst werden an die Felswand da. Aber oben zu, damit wir das da irgendwie hinkriegen. Ich hätte ruhig weiter sogar noch nach vorne gehen können. Oh, ich glaube, das geht hin. Vielleicht können wir den Felsen integrieren. Ich weiß es noch. Man kann ja auch noch einen Raum ranbauen oder was auch immer, aber so jetzt von den Zimmern her ist es gut. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine Runde Zeug farmen. Komme ich gar nicht drum rum. Farmen. Also Matsche, Ton.
haben. Weil ich glaube nicht, dass ich hier noch Zeug finde. Äh, Okay. Gut. Weiß, wo es ganz viel Ton gibt. Du weißt, wo es ganz viel Ton gibt in der Höhle. In einer Lush Cave. Wenn wir da mal hingehen, ich hab da glaube ich, mal überlegen, In der Lush da Cave. auch noch. Ich meine, ich hätte Nein, ich natürlich habe auch gerade genügend überlegt, wo ich bin. Emeralds, um mir Ton zu kaufen, aber Nee, bei mir hinten an der Base, da habe ich ganz viel Ton freigelegt, den ich okay. nicht abgebaut habe. Ich habe gerade überlegt, wo ich den freigelegt habe. Der ist aber bei mir an der Insel. Unten Okay. drunter. Oh Da habe ich Mann, ganz viel guck Ton mal, wer da freigelegt. steht. Der wird frech. Nicht mehr lange. Ist nicht mehr. Oh, der Arme. Macht der einen Lärm. Na gut. Macht der einen Ja. Lärm. Nee, also ich brauche auf jeden Fall Ton, weil sonst komme ich nicht weiter. Weil ich könnte natürlich den Fußboden alles in diesen Schlammziegeln machen, aber wie gesagt, jetzt momentan will ich nur mit einem Block arbeiten, damit ich so ein Gesamtbild erstmal kriege von diesem Würfel, den ich da gerade baue. Prinzip. Aber erstmal würden wir schlafen gehen. Ja, hopp. Erstmal schlafen gehen. Dann brauche Pass ich so lange ganz, auf, dass kein Endermann kommt. dann brauche ich ganz viel Keiner Ton. gekommen. Okay, wo müssen wir hin? Was sollen wir da hinfahren? Mir egal. Wir können hinfahren, hinlaufen, hinschwimmen. Hinlaufen klappt nicht, weil es ist eine Insel. Okay. Gut. Also brauchst du sowas hier. Ja, ich habe jetzt ich habe mein Boot noch mit, aber ich kann ja auch bei dir drauf sitzen. Dann verlieren wir uns. Gerne machen. So, dann kann ich in Einsteigen Ruhe Kaffee und trinken. los geht's. Mit diese Kaffeetannen. Ja, ja, aber schaut euch das an. Also langsam, wie gesagt, nimmt das ja auch Ja, bei hier mir mal auf ein der Mädchen. Seite. Ja, ja, hier nimmt es auch bald Form an. Aber es dauert halt seine Zeit, ne? Das ist, weil Mimi, wie Voll sicher. gesagt, unsere Bauteamleiterin, die hat die Erlaubnis, im Kreativ zu bauen. Und weil sie mir die ganzen Fabriken hinstellt, die ich brauche für ganz besondere Sachen, die ich Tatsache wirklich nirgendwo kriege. Und ja, also auch so themenbasiert, damit sich natürlich das hier auch so ein bisschen füllt langsam, ne? Und wie gesagt, wir bauen ja im Survival. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das geht natürlich viel, viel langsamer, weil wir ja auch unsere Sachen alle zusammenfahren. Oh, ich komme wieder in einen Bereich rein, wo ich noch nicht war. Hier gibt es ein Schiff. Du warst hier noch nicht? Nein, war hier Tatsache noch nicht. In die Richtung. Dann müsste ich ja zickzack mit dir fahren. Mhm. Ja, ja. Nein, du kannst geradeaus fahren, ist alles, deckt sich alles wundervoll auf. Haben wir heute gleich eine Base-Begehung bei unserem lieben Kai. Auch noch mal. Boah, ich glaube, Mimi, die ist so geschafft von der Woche, dass sie bestimmt schlafen gegangen Ja. ist. Also wie gesagt, wir sammeln ja immer noch für unsere Mimi. Und ein bisschen fehlt ja noch was. Wir können ja noch mal verraten, was wir haben. Die Mimi weiß nämlich noch nichts von ihrem Glück, aber wir können es trotzdem verraten. Vielleicht guckt sie auch gerade ins Stream. Man weiß es ja nicht. Also, Ich hoffe, dass reinkommt. wir haben bereits eine Hin- und Rückfahrt mit dem Zug von dem Ort nach Köln und wieder zurück. Wir haben ein Tagesticket für Samstag für die Gamescom und jetzt haltet euch fest, wir haben es Tatsache geschafft, eine Wildcard für den Mittwoch zu organisieren. Das heißt, wir müssten unsere Hotelübernachtung natürlich ein bisschen ausweiten und dafür sammeln wir noch ein bisschen und dass ihr vielleicht noch ein bisschen was an Taschengeld hat. Wir haben da schon ziemlich was zusammen, wie ihr das auch unschwer erkennen könnt. Wie gesagt, ich habe euch das hier mal reingepackt. Ne? Also das ist ungefähr so die Hälfte von dem, was wir für die Hotelunterbringung brauchen.
Also, wie gesagt, jeder Euro zählt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle zahlreich da vielleicht einen Euro übrig habt, weil ich finde, unsere Mimi als Bauteamleiterin, die bereits den zweiten Community-Server mit ihrem Bauteam betreut, hat das mehr wie verdient, weil dass wir nach Jahren endlich mal so eine Woche mal so abschalten und was ganz Tolles erleben. Und ich finde, und vor allen Dingen alle Leute kennenlernen, die so aus unserer Bubble kommen und ein paar andere noch. Wie gesagt, soweit gerade ermöglicht sie ja auch an andere Leute mal ranzukommen, die man ja sonst als Normalbesucher vielleicht doch Schwierigkeiten hat, da ranzukommen. Weil sie gehört ja auch zu den Brocodites, wie ihr wisst, ne? Unsere Mimikry und ja. Und auch bei Janus ist sie oft unterwegs, also bei Kroko, bei Janus und bei Joe und ja, wie gesagt, wir haben ja alle schon miteinander zu tun gehabt, aber das wäre die Gelegenheit für unsere Mimi, die nämlich auch mal persönlich kennenzulernen. Und das würde mich wahnsinnig freuen, weil das ist eine mega Überraschung für sie. Und wie gesagt, von der Wildcard weiß sie noch nichts. Sie hat's natürlich gehofft, weil das ist natürlich der Traum. Ih, jetzt wird mir schlecht. Wir sind Ähm, da. ja, ich habe gesehen. Oi, du wohnst aber hübsch hier. Auf jeden Fall, wie Danke. gesagt, jeder Euro zählt und wir sammeln noch weiter. Wir machen das jetzt noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, es ist ja cool. Mit automatischer Tür. Ja, Ist ja cool. Ist ein es geheimer nicht? Hafeneinfahrt. Ah, es Ja. ist sehr hübsch. Du wohnst ja auch auf dem Server, habe ich das. Ihr habt irgendwie alle mehr gebaut wie ich, obwohl ich am längsten hier bin. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe ja den Spawn gebaut. Ganz vieles, den Urspawn. Oh, das Bubudorf sozusagen habe ich ja gebaut. Alles Sollen wir, gut. sollen wir zuerst den Ton holen oder sollen wir erstmal hochgehen? Wir können auch erstmal gucken gehen. Ich bin jetzt neugierig. Ah. Hier unten habe ich mein Lager. Ah. Alles Und fein dann sehe ich säuberlich das in Dach. Fässern einsortiert. Seht ihr? Großes Vorbild. Und wenn du magst, guck mal hier, das ist ein Ziegelstein, kannst du noch ein paar mitnehmen. Egelstein. Oh ja. Darf ich mir Kannst du die auch leer all? machen. Darf ich leer machen? Gut. Okay, mach mal leer. Warte mal. Wartet mal. Okay. Machen wir leer. Halt. Ich werd mir das merken. Okay, ich bin mal so frei. Lalalala. So. Egelsteine alle rein hier. Da komme ich nämlich eigentlich schon fast bis zu dem Ende von dem Ganzen. Warte mal. Ich muss mir das echt mal hinter die Ohren schreiben, dass ich meinen Rucksack nicht wie in Pixel die Sachen da einfach reinschieben kann. Das ist, wie gesagt, das Das ist ist wohl halt angenehm. durch Bedrock und Java geschuldet, dass wir das so machen mussten. Und ihr wisst ja, die Rucksäcke, also die richtigen, die ihr von Pixel kennt, ist eine Mod und wir spielen ja hier ohne Mod. Ne? Wir spielen Vanilla. So, okay, die Ziegelsteine Wie habe ich gesagt, alle das hier ist eingepackt. Lagerbereich. Es ist richtig. Es ist auch, ich mag auch diese Blockkombination. Und endlich mal eine gute Gelegenheit, rosa Schilder zu nehmen. Finde ich cool. Ja, ich Mit fand, die dem passen ganz Granit gut dahin. zusammen, ja, ja. Und Diorit fällt ja auch gar nicht so auf, obwohl ich ja diesen Taubendreck nicht so. Da bin ich ja Also ganz hier sind schon auf mal ein paar Gästezimmer. Gäste im Keller. Okay. Gäste. Hallo, ihr Nein. Ja. Gäste. Yep, Hat sich verlaufen. ein Schweinchen. Ja, du hast doch gesagt Gästezimmer. Ich habe nur die Gäste Nein, die sind hier begrüßt. drüben auf der anderen Seite. Ach so. Das Okay. sind meine Haustiere. Sind deine Einmal gibt es ganz hier vorne einen Balkon. Balkon. Mit schöner. Ja, das habe ich von unten gesehen, als wir angekommen. So ein Wenn es Stelzenhaus. dunkel ist, so sieht das so aus. Also richtig. Das Stilzenhaus auf der anderen Seite. Heißt, wir sind so. Stimmt, das ist die andere Richtung. Ja. Ich bin verwirrt. Und hier Hier ist ist, ein oh, kleines das ist aber ein Zimmer. geräumiges, oh, das ist aber ein hübsches, da kann man ja den Sonnenuntergang angucken.
Und aufs Meer kann man hier gucken. Ja, der Sonnenuntergang findet aber, glaube ich, auf der anderen Seite statt. Aber Das man kann man kann aber aufs auch aus Meer dem Netz, ja. gucken. Das ist sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Das ist das grüne Zimmer. Es ist das Grün. Okay. Hast du noch andersfarbiges? Ja. Okay. Room of Also Massage. das ist die grüne Seite des Hauses. Oh, Augenkrebs. Ja, deswegen. Rot-Orange. Ah, und rosa Decke. Hilf. Gott. Und blauer Tisch. Wow. Ich glaube, das ist so das für ungeliebte Gäste, so ein Durchgangszimmer. Nein, das für die verrückten Gäste. Okay, so eine Padma oder so kannst du hier reinstecken. Die Ja, fühlt sich hier oder bestimmt wohl Kirito. in diesen ganzen schrillen Farben. Oh, Pack. Wird doch lustiger. Ich habe sogar einen Konferenzraum. Konferenz. Okay. Weil ich habe mir überlegt, ich mache hier so eine Art Hotel, Inselhotel. Ah, okay. So wie Messehotel Und, mit und, und Konferenzräumen. sobald, der Messer offen ist, Ja, hier in meiner Sauna noch aha, rote Möbel. ja. Es gibt so Wellnessbereich Sauna Mhm. Für Kenshin? zum Beispiel. Für Kenshin eindeutig. Oder Rio. Rio passt da auch rein, die verbrennt auch nicht. Oh ja, Weil alles, was Ent und hier, Nether Maskottchen sind, die verbrennen nicht. das Tja, ist meine Tankfabrik. Ah, zeige ich dir gleich. Papa, Nicht oben, ich, nicht unten. oh, dieses Geräusch, ich liebe das. Da bin ich total zen von. Die sind Guck mal. so, die sind so beruhigend. Eine Sniffer-Farm sind die nicht. Oh, da ist ja noch ein kleiner. Der Kein gerade klein. dahin. Nur die vier großen. Oh, Nur oh. vier große. Kein Ei gesetzt. Ja, ich wollte mir ja auch welche anschaffen, aber das macht jetzt auch keinen Sinn, Nein, das weil passt. große Baustelle ist. Oh, 12 Eier haben die schon gelegt. Mhm. Was? Was? Ja, Oh, sobald du die ja mit den Fackeljilien da fütterst, ja, vermehren die sich. Moment, ich sehe. Komm her. Okay. Oh, ich hab das. Das sieht so niedlich. Also irgendwie haben die eine merkwürdige Vielleicht, Art, sich fortzupflanzen. ja, ne? Wenn irgendwo guckt, da liegt das Ei. Oh. Magst du jetzt 2 Eier mitnehmen? Noch nicht. Ich komme aber drauf Noch zurück, nicht? weil solange da die Baustelle ist, wüsste ich jetzt nicht, wo ich die am schönsten, am sichersten, am hübschesten platzieren würde. Aber da komme ich gerne drauf zurück. Ja, schnupper mal, komm mal her. Genau, schnupper mich mal an. Die sind so Geil noch. niedlich. Weißt du, was ich letztens getroffen habe? Da war ich in einer Was anderen denn? Welt unterwegs und da habe ich ein Gürteltier getroffen. Und Du hast ein braune Gürteltier gesehen? Wölfe. Mhm. Oh, Ja, da sind hab ich noch gar nicht gesehen. Ganz viel Gürteltiere unterwegs. Ja, aber das haben wir hier leider erst, wenn wir auf die 1.21 Schon gehen und gefunden. das geht auch erst, wenn alle Plugins und Datapacks und etc. alles hochgerüstet wurden und da müssen wir halt Jo. Geduld. Ne? Also, das ist. Gehen wir mal weiter. Wir sind ja hier schon auf der höchsten Version, die wir spielen können momentan. Ist meine Werkstatt?
Eine sogenannte Kleidungsrüstung Werkstatt. Alles Ja. drum und dran Werkstatt. Ah, Noch mal 'ne Decke. ja. Hübsch. Sowas im Schlafzimmer finde ich auch sehr angenehm. Weißt du, wenn du da so liegst. Warte mal, Und den Sternenhimmel beobachten. was hier geht. Ja. Ja, das geht. Guck mal, ich kann in den Himmel gucken. Oh. Aber das Ich auch sehr angenehm. finde das so schön, weil das ja so flimmert, ne? So. Wie so Mhm. früher als Kind so ein Sternenhimmel. Hallo Hier habe ich meinen Papagei. kleinen Schmelzofen. Hallo. Guten Tag. Der ist aber höflich. Der sagt guten Tag. Er hat mich begrüßt. Hier ist mein Okay, kleiner Schmelzofen. okay. Vollautomatisch. Ah, das ist so wie der der bei der Kupferschmelzanlage Erzo. Genau. Es ist, ich finde sowas gut. Vor allen Dingen, was ihr immer wissen müsst, wenn ihr solche Dinger baut, sie müssen abschaltbar sein. Es ist die Bedingung, die wir haben. Ja? Und vergesst auch nicht, sie Genau. abzuschalten, wenn ihr aufgeht. Also bevor ihr aufgeht. Das wäre also super klasse. Solange ihr natürlich in eurer Base rumfummelt, könnt ihr die laufen lassen. Aber wie gesagt, sobald ihr aufgeht, stellt sie bitte aus, weil der nächste Spieler hat vielleicht einen nicht so leistungsstarken PC und dann läuft der immer so. Ruck, Du, ruck. Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich mache das von alleine wieder aus, weil das fängt irgendwann an zu nerven, dieses Geräusch. ja. Dieses Rumfahren von den Loren, genau. Genau. Das sollte man sowieso machen, wenn man jetzt zum Beispiel Besuch hat oder so, dann macht die Dinger aus, weil man kann sich schlecht unterhalten, weil das ist echt nach einer Weile wirklich, da Nervig. fahren die Loren in eurem Gehirn im Kreis. Ja. Glaubt's mir. Das wäre nicht die erste Lore, die in meinem Kopf Kreis fährt. Jetzt sind wir oben angekommen. Das ist auch. Man kann nicht Dann runterfallen. muss Das ich immer ist erstmal Bubo-sicher. Guck mal. immer, immer erstmal darüber. Das hier war mein erstes Haus auf der Insel. Das Stilpenhaus. Okay. Da schlafe ich ab und zu auch noch. Okay. Du Schön auch jetzt? gemütlich, das Bettchen. Ja. Und hallo, Jordan. Nein, Jo. Was? Jo, ich sag einfach Jo. Guten Abend. Okay, gut. Okay. Vor allen Dingen bei Das kleine ist was ganz Papageien hier. Besonderes. Ja, die sind mir einfach zugeflogen. Das ist gut. Aber der Panda ist noch nicht zu dir umgezogen. Nee, noch nicht rübergekommen, aber Honeymoon da ist ein Weg. Suite. Ist die für Christa und Kuh? Doch mal gucken. Geh doch mal gucken. Kling, 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 kling. Ui. Ui. Hübsch. Mit Das kann ich dir sagen. Kleiderschrank. Die Das Decke war Muster, wirklich ja. bescheiden. Guten Abend, könnte ich mit Ihnen mitspielen? Wie gesagt, es ist ein Mitgliederserver für alle, die unseren Kanal, unsere Projekte hier unterstützen. Und man kann hier mitspielen als Bedrock und Java über die Mitgliedsstufe. Wir können das, wie gesagt, wir können und wollen das auch nicht anders handhaben, weil wir hier nämlich Tatsache ohne Claim-System und allem anderen auskommen und das ein sehr, sehr sicherer, aber auch sehr, sehr aufwendiger Server ist. Und ja, wie gesagt. Aber ich kann alle beruhigen, es ist ja bald wieder der erste. Dann hauen wir wieder 10 Mitgliedschaften raus. Mhm, für einen Monat. Und dann können die 10 glücklichen Gewinner natürlich wieder auf den Server rauf. Also, wie gesagt, ich habe ja einige, die so immer so um den ersten kommen, in den Stream kommen und hoffen, dass sie einen von den begehrten Mitgliedschaften ergattern für einen Monat. Ich finde das sehr hübsch. Es ist mal eine andere Art. Auch wenn ich es sehr, sehr knallig bunt hier finde, aber ja, es hat was. Ja, so verschiedene mit Absicht. Ja, nee, ich finde das auch gut. Toll.
Was ist das denn für ein Sommerparadies im Dschungel? Naja, ist Dschungel, regnet oft. Ja, ab und zu, ja. Bisschen. Okay. Es regnet nicht nur, das schüttet. Also, Ich glaube, wir können da oben rumgehen. okay. Hauptsache ins Trockene. Ja, Wie gucken wir mal kriege ich die Mitgliederstufe? Wie gesagt, das ist bei uns über Mitgliedschaft werden. Also eine Mitgliedschaft kostet bei uns 2,99. Damit unterstützt du das Team und die Projekte halt, weil das ist, wie gesagt, auch ein ziemlich großer, teurer Server halt. Dann hoffe ich, dass ich bei der Verlosung gewinne. Ja, warum denn nicht? Also ich habe hier einige, die das machen, weil mir ist es auch bewusst, wie gesagt, dass nicht jeder das Geld halt hat, um es hier auszugeben. Also, ja, also ich sag mal so, die Leute können alle GTA und wie heißt das andere? Fortnite und so, Paysafe-Karten kaufen ohne Ende. Aber Aber Minecraft. für sowas haben sie nie Geld. Aber Minecraft, wie gesagt, ist noch eine andere Geschichte. Also wie gesagt, das ist ja etwas längerfristig. Also wenn man baut, möchte man ja auch weiter bauen hier. Oh, da Aber wie oben ist noch gesagt, nichts Neues. vielleicht hast du ja Glück. Also wie gesagt, wir haben einige, die jetzt zum Monatsanfang. Ich mache das immer so zum ersten. Also der erste ist ja ein Feiertag. Ja, ich muss sowieso mal was gucken. Warte mal kurz, Kai. Ich werde mal was gucken. Der erste ist ein Mittwoch, was ich gesehen habe. Genau. Unter der Woche. Genau, genau. Aber Auf wenn jeden Fall du, die pass Stufe. auf, so, wenn du einen anderen, also wir haben ja mehrere Server in der Bubble. Die sind alle verschieden. Ja? Also wenn du vorhast, längerfristig zu spielen, ich weiß ja nicht, ob du Java oder Bedrock festgelegt bist. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es da noch den, ach, mir fällt aber der Name nicht ein. Kingdom. Mann. Warte mal, ich guck mal Ja, kurz, wie der genau heißt. ja, ich bin auch am überlegen. Äh, Kingdom. Community Kingdom. Kingdom. Community Kingdom, genau. Wartet mal. Ich guck mal kurz, ob einer auf dem Server gerade drauf ist. Ähm, Stimmt. Community Kingdom, wartet mal. Also wo ihr die Infos kriegt, weil ich habe nämlich immer keinen Plan. Doch, ich weiß auf welchen Dings das läuft. Weil der ist kostenlos, Tatsache. Aber die Bedingung ist, du müsstest auf den Discord kommen. Also das funktioniert nur, wie gesagt, wenn du auf ihren Discord kommst. Dann schicke ich dir eine Einladung und dann kannst du dort alles weitere erfahren. Ich muss nur mal kurz gucken, wo der bei mir ist. In welcher langen Liste ist denn dieser Server hier schon? Warte mal. Njam, 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 njam. Ist es der? Nein, nein, nein. Da auch nicht. Ich mal kurz. Es ist auch nicht der. Nein. Community Kingdom, ich hab ihn. So, warte mal. Ich schick euch mal den Link dafür. Für alle, die gerne mit Leuten aus meinem Team spielen möchten, wir haben nämlich auch eine kostenlose Variante. Das ist ein Server, der, ich glaube, von Mino und Jenny gemacht wird. Und da sind auch ganz, ganz viele von uns drauf. Und wie gesagt, soweit ich weiß, ihr müsst auf den Discord kommen, um euch whitelisten zu lassen. Und dieser Server ist Tatsache kostenlos. Und soweit ich auch weiß, glaube ich, mit Java und Bedrock. Ich weiß es nicht, weil ich war da noch nicht. Ich werde es aber demnächst mal machen. Und wie gesagt, ich bewerbe das gerne, weil wie gesagt, da sind ganz viele von meinem Team wiederum drin und die bewerben uns wieder. Das heißt, eine Hand wäscht die andere, also von daher.
Und wie gesagt, ich kann dir den nur ans Herz legen, weil der ist auch qualitativ und sicherheitstechnisch, wie gesagt, überwacht. Das heißt, es gibt dort Admins, die sich um dich kümmern und Moderatoren und tralala. Und auch wenn der kostenlos ist, weil der Server von meinem ehemaligen Server-Admin gemacht wird jetzt. Jo. Es ist, wie gesagt, hier so eine große Familie und wir haben ganz verschiedene unterschiedliche Server hier zu laufen. Also Reason hat zum Beispiel auch einen. Ähm, ja, wer hat noch einen? Stina hat einen, wo ab und zu sich alle treffen. Also, wie gesagt. Einmal im Monat. Mhm. Ja, wie gesagt, also es gibt, wie gesagt, es gibt auch Projekte, wo ihr noch reinrutschen könnt, zum Beispiel. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wie gesagt, der Einstieg, um die Leute erstmal kennenzulernen, ist, wie gesagt, der United Kingdom. Die kann ich euch ans Herz legen, gerade für die, die kein Geld haben und oder auch Jüngere oder so, die können da gerne hingehen. Weil wie gesagt, bei uns, das, wie gesagt, ist halt ein Mitgliederserver halt, das haben wir ganz bewusst so gewählt halt, weil hier ein bisschen mehr Arbeit hintersteckt. Sag ich mal so, ein bisschen aufwendiger ist. Weil hier laufen nämlich nicht nur der Community-Server, sondern wie gesagt der Momentum-Server und Sword Pixel und all solche Sachen halt. Und ja, wie gesagt, die ganzen Projekte und die wir über das finanzieren. Oder wie jetzt zum Beispiel für unsere Mimi halt von diesem Geld, die einfach mal eben zur Gamescom schicken. Jo. So, weil die ist nämlich unsere Bauteamleiterin und hat hier nämlich seit fast, ja, seit 2 Jahren unsere Community-Server betreut und als Bauteamleiterin und macht hier die ganzen technischen Dinge hinter den Kulissen, alles was mit Plugins und so zu tun hat. So. Okay, gut, dann machen wir uns mal weiter vom Acker. Ich denke mal, der Joe, der wird das jetzt ausprobieren. Also wie gesagt, ich kann euch So, den nur empfehlen. Also wie gesagt. Ne? Also, wie gesagt, die werben für mich und ich werbe auch für sie. Also, da sehe ich kein Problem. Na, gut. Okay, gut. Das ist jetzt ein großes auch nicht. Schlafzimmer. Okay. Hm. Wenn ich jetzt tot gehe, vorne ich in diesem wunderschönen Bett. Ach, aber es war klar. Okay, schön wach. Frühstück. Es ist Wir das warten Haus übrigens der auch noch vielen auf den Gänge. Wetter, Oh, oh ja. weil ich brauche die Türen, die grünen. Okay. Das ist Badezimmer. Wo bleibt der Kaffee? Stine, Kaffee. Ach Tine Mist, ist auch nicht falsches da. Projekt. Guten Abend, Gucci. Mist, falsches Projekt. Oh. Will ja auch meine Kaffeetassen haben. So schön, Stines Kaffeetassen. Sind so niedlich. Ja. Und das brauche ich für einen Erholungszimmer. Konferenzraum. Das, oi. Weißt du, was ich gut finde? Wenn der Vortrag zu langweilig ist, kann man die Punkte zählen. Ja. Oder die alle Oder die miteinander Sterne. verbinden. Kennst du das so mal? Also es Ja, gibt doch ein kenne ich. Spiel so. Ja, wo du lauter Zahlen hast und die musst du dann alle verbinden, ohne die In Linien der zu richtigen berühren. Reihenfolge. Genau. Oder Das du kann zählst man. die Sterne am Himmel. Jo, genau. Das ist praktisch. Vorne fehlt noch so eine richtig tolle Tafel dran. Ja, da bin ich noch am Überlegen, wie ich das mache. Da kann ich dir einen Tipp geben. Da kann ich dir einen Tipp geben. Wir haben damals, wie gesagt, Kroko hat ja auch so eine Wand. Und Hm? die ist aus schwarzem Beton, Tatsache. Kannst aber zum Beispiel auch Rahmen nehmen. Das ist aber schon wieder kritisch wegen Entitäten. Und Hm? Ja, deswegen, schwarze das war auch so. Maps raufpacken, ne? Weil du kannst ja War auch auf schon die mal eine Maps Überlegung, nämlich aber was schreiben, was du ja auf diesen schwarzen Keramikdinger nicht machen kannst. naja, mal gucken. Irgendwas fällt mir schon ein. Ja, ich denke mal auch. Aber Das nennt man weil ich übrigens weiß, wo du jetzt Pixel hin Art. möchtest. Ja,
weil ich weiß, wo du hin möchtest. Ne? Ja, ins Erholungszimmer. Ja, war mir klar. Ei. Erholungszimmer. Okay, der Ast Oh. hat gesagt, es sieht sehr gut aus. Passierschein A38, Passierschein A38, Passierschein A38. Gehen Sie Ja, nicht dein über los, Gutachten ziehen ist Sie nicht. keine 4000 Süßbeeren ein. Oh Gott, ich muss raus. Meine Augen. Oh mein Gott. Oh. Aber In Anbetracht dessen, dass wir irgendwann mal umziehen. ja. Ja, also hier hinten bin ich auch noch am Bauen. Ne? Das ist immer noch Ich so ein bisschen dachte, das wäre Rohbau. jetzt, wenn man aus dem Zimmer kommt, der beste Ort, um sich hier mal dezent umzubringen. Falls man den Kopfstress nicht mehr aushält oder so. Ah, das ist ja auch Hier kommt hübsch mein hier. Netto hin. Okay, Dieser, sehr da steht hübsch. schon, ich muss noch anzünden. Ja, sehr hübsch. Also ich bin gerade auf dem Discord, genau. Und da stehen ja so ein paar Anweisungen. Wenn du nicht klarkommst, im Support, genau. Wenn du da nicht klarkommst, schreib einfach da gibt es genügend. Stell einfach die Frage, die du hast, wie du das am besten machst, weil wie gesagt, die kümmern sich um dich. Ne? Also wie gesagt, da ist auch irgendwo genau erklärt, was du tun musst. Ja, ja, ich habe dich schon längst gesehen, dein Name verrät dich. Yes. Okay. Ja, muss ich noch was rein, fällt mir gerade auf. Weil da ist es schon drin. Ah, okay. Da fehlt noch ein Froschili. Okay. Genau. Weil es so schön ist, habe ich noch einen Gang. Aber der ist auch noch ein bisschen Rohbau. Da bin ich noch am Bauen. Ah, okay. Ach, du baust dich quasi hier durch den ganzen Berg durch. Ähnlich wie wir das auch machen. Mhm. Das ist cool. Vor allen Dingen, wie gesagt, wieder eine ganz andere Art halt. Und ich finde das cool. Vor allen Dingen, wenn man nicht terraformt und alles platt reißt, sondern wenn man einfach das Gelände so nutzt. Oi. Das Ja, ist das geil. Guck mal, was hier steht. Wohnzimmer. Ein Guck mal, was Himmelbett hier steht. steht. Alter. Ja. Aus. Mimis Gäste. Ja, toll. Mimi wohnt natürlich hier ganz feudal. Es ist Ja, klar, mit Essecke. Und mit wunderschönem Blick über die, kann ich mich jetzt hier nicht setzen? Hä? Achso, weil ich nicht. Nee, ich kann mich nicht. nee, Achso, da kannst wegen du den zwei Pferde stehen. Falltüren. Ja, die Falltüren sind auf dem Ding platziert, oder? Ja. Deswegen Ja, kann man sich nicht. Ja. so, das machen wir. Das ist der sogenannte Klappsitz. Aber das ist ein wirklich sehr schöner Ausblick hier. Ist mit Sonnenuntergang. Die hat das schönste Zimmer hier. Bin an der Insel hier vorbeigefahren, wie ich vom Spawn mal zurückgefahren bin zu dir. Mhm. Dann habe ich direkt verliebt. Ein Lucien Raid kommt rein. Hallo Grenzritter, Moni Ebenso. und der spartanische Batman. Dankeschön, Dankeschön. Auch danke an Lucien. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sind hier übrigens gerade in der Base von Kai. Jo. Weil der wohnt nämlich gar nicht so weit weg von mir und ich habe mir mal erlaubt, ihn ein bisschen anzubetteln, weil ich habe angefangen zu bauen und dann sind mir die Ziegelsteine gerade ausgegangen und da meinte Kai, ich habe noch ganz viele, die kannst du alle haben. Es ist sehr, sehr So, wir lieb. müssen den Ton noch abholen. Ja, und den Ton muss ich dann noch besorgen, aber ich glaube, ich komme jetzt erstmal da, zumindest hin, die eine Wand da hoch. Das kriegen wir hin. Das So, zwei Stockwerke tiefer, da habe ich ganz viel Ton. okay. So, wie gesagt, da oben ist noch nichts gebaut, da wird noch gebaut. Das ist sozusagen der Panda-Zugangsort. So Ja. ungefähr, ja. Aber ich brauche noch eine Bibliothek. Danke dir, lieber Grenzritter. Und wie gesagt, vielen lieben Dank an Lucien für den Raid. Sehr, sehr lieb von dir. Also Richtung.
Ja, ich bin hier irgendwie immer verwirrt. Wo bist du denn schon? Fall hinter dir. Hinter mir. Ach, du wolltest die Treppe da hochgehen. Gut. Ein runtergehen. Ach, Da runtergehen, oben ist ne? nichts mehr. Okay, Da wir oben gehen. ist noch nichts gebaut. Okay, dann können wir ja so, wenn du mir dann so alles gezeigt hast. Übrigens, ich zeige euch mal das Erholungszimmer, ja? Das müsst ihr euch reinziehen. Da, Erholungszimmer. Grenz, Erholungszimmer. Moni, Erholungszimmer, ja? Das nennt er Erholungszimmer. Mein Gott. Ah, ich will hier raus. Das ist so ein schönes Zimmer. Erhol dich da selber. Oh Mal hier Gott. rechts die Treppe hoch. Rechts die Treppe hoch. Warte, ich Links, renn. nein. Stopp. Oder ganz durch. Hier einfach ganz durch. Okay. Hoch und runter. Oh, es ist auch hübsch hier. Weil ich liebe diese Aussichtspunkte. Ich finde das unheimlich schön. Ich auch. Deswegen habe ich ihn noch Es gebaut. ist so. Ach, und dann gleich so ins Grüne hier rein. Das ist doch richtig. Das ist richtig schön. Gut, Und jetzt habe ich noch was okay. vergessen. Hast du. So, Ach, das hier setzt gibt's sich. auch noch was. Ach, das ist in diesem Würfel drin, die Bibliothek so. Genau. Hui! Ich hab gedacht, ich fall. Ich kann jetzt mal nicht, ich finde das immer voll lustig. Ihr kennt doch bestimmt diese Brücken. Ich glaube, in China gibt es unter anderem auch so eine Mhm. Brücke, so, oder so ein Gebirgspfad oder was das ist, wo die das auch so mit Glas gemacht haben. Ich könnte mich immer totlachen, wenn ich die Videos davon sehe, weil ich habe zwar vor vielen Dingen Angst, die total bekloppt sind in euren Augen, aber über sowas Mhm. hätte ich absolut keine Probleme zu laufen, weil ich weiß ja, da ist ja was drunter und da lässt mich ja keiner runterfallen. Okay. Ei, mein Ohr. Und spartanischer Batman, herzlich willkommen bei den Klötzchen. Vielen lieben Dank. Übrigens für euch auch nochmal zur Info. Wir sammeln zurzeit für unsere Mimikry, für die Gamescom. Wir haben jetzt bis jetzt, um euch mal auf den Stand zu bringen, Tatsache es geschafft, für Mittwoch eine Wildcard zu kriegen. Für Samstag haben wir ein Tagesticket. Wir haben die Hin- und Rückfahrt, also von ihrem Ort nach Köln. So. Und und mittlerweile schon 120 € zusammen für die Übernachtung. Da fehlt natürlich noch ein bisschen. Und wie gesagt, also bei Mimikry Vista ja ist die Bauteamleiterin hier auf dem Community-Server. Die ist von Anfang an, vom ersten an dabei. Und die hat ganz, ganz viel für uns gemacht und so. Und ich weiß von ihr, dass die also schon jahrelang keine Möglichkeit hatte, mehr in Urlaub zu fahren oder so. Und haben wir überlegt, da wir auch wissen, das ist so ein innigster Wunsch von ihr, im Strand. Gut, lass uns zum Strand laufen. Haben wir nämlich als Team mal überlegt, dass wir ihr diesen Wunsch einfach mal erfüllen, um ihr einfach auch mal ein bisschen was zurückzugeben, was sie alles hier für uns gemacht hat. Weil ihr wisst, die hat ja auch Momentum zum Beispiel eine lange Zeit mitgespielt. Auch da ganz viel gebaut und organisiert und sie hilft auch immer noch. Und ach ja, also ich sag mal, viele Dinge, auch hier dieses mit diesen Data Packs und so, wäre ohne Mimi gar nicht möglich. Oder auch mit den Rucksäcken und dass das alles für Bedrock und Java geht, unsere Teleport-Systeme und. Und da hat die Mimi wirklich nächtelang teilweise dran gesessen und ich sag mal so, wenn ihr einen kleinen Euro übrig habt, ich bettel sonst nicht, das wisst ihr, aber in dem Falle bettel ich jetzt einfach mal. Es wäre ganz toll, wenn ihr da auch noch ein bisschen was locker machen würdet, weil, wie gesagt, wir möchten ihr einfach mal eine unvergessliche Woche seit Jahren spendieren. Und wie gesagt, mit der Wildcard, das freut mich doppelt und dreifach, wie gesagt, dass wir das geschafft haben. Weil die Mimi nämlich auch sehr lange schon ein Crocodile ist und somit, oder Janus, ein Janusianer. Und somit natürlich am Mittwoch dann auch ganz gemütlich nicht nur die beiden kennenlernen kann, sondern auch viele aus meinem Team, die dort anwesend sein werden oder am Samstag und einfach mal Aug in Aug und einfach mal so, ihr wisst, das ist immer noch ein Unterschied, das ist immer noch eine andere Hausnummer, ja, und weil ich kann nämlich nicht fahren.
Leider. Ja, ich kann leider nicht fahren aus privaten Gründen, wie viele ja von euch wissen. Und ja, und ich habe eigentlich die Idee gehabt, dass ich gesagt habe, wenn ich mir das schon nicht gönnen kann, dann gönnen wir das unserer Mimi, weil wie gesagt, die hat das mehr wie verdient, glaubt's mir. Und hallo Jom, schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Also auf jeden Fall, wie gesagt, deswegen auch die Überschrift habt ihr ja schon gesehen, Charity Stream. Wir ziehen das jetzt eine ganze Weile durch, weil Kleinvieh macht auch Mist, wie ihr wisst. Und ja, Oh ja. wie gesagt, es wäre ganz toll, wenn sich da noch mehr dran beteiligen, weil ich weiß, auf die Community kann man sich verlassen, weil wir sind jetzt schon so weit gekommen, dann schaffen wir den Rest auch noch. Ja, Sicher. ein zwecks Dach über dem Kopf für Mimi in Köln, ja. Weil wie gesagt, unser, unser Hotel wird nämlich unter anderem auch ein bisschen von utopiagaming.de gesponsert, muss ich dazu sagen. Also, das ist auch ganz, ganz lieb von denen, dass wir da einen Teil schon, wie gesagt, von denen angeboten gekriegt haben. Und ja, ich war die ganze Zeit da, aber habe nichts geschrieben. Ach so, okay. Jo, aber dann trotzdem nochmal herzlich willkommen. So, auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir wieder Nacht. Hier ist eine wunderschöne Bar, Strandbar. Weil, wie gesagt, die Tiki-Bar ist ja woanders. Du hast hier ein wunderschönes Oh. Dorf in der Nähe, habe ich gesehen. Ja. Aber ohne Leuchtturm. Schade, oder? Ein großes Schiff ist, glaube ich, auch. Das ist nur Das das war Kleine. dabei. Das habe ich aber abgebaut. Okay, du kriegst übrigens Besuch. Ich glaube, der will zur Strandbar. Der hat Durst. Das ist ja eine tolle Art, wie du Gäste hier begrüßt. Wenn ich jetzt auch in die Luft Jawohl, geht geschossen, das weil ich was manchmal. zu trinken haben will. Du, du bist ja lieb und nett. Du bist ja lieb und nett. Und Grenzritter ist ein wahrer Klötzchen-Fan. Dankeschön, Dankeschön und herzlich willkommen, lieber Grenzritter. Auf jeden Fall, wie gesagt, auch diese Dinge, also wie gesagt, die jetzt da so reinkommen, also auch die Mitgliedschaften oder so, das ist alles, was diesen Monat quasi reinkommt, jetzt bis Ende Mai wird alles der Mimi zugutekommen, weil, wie gesagt, wir wollen sie natürlich auch noch so ein bisschen, ich sag mal, sie hat ja nicht jeden Tag Gamescom, sondern wir wollen ihr natürlich auch ermöglichen, dass sie mal ein Eis essen geht oder was trinken geht, sich ein bisschen die Stadt anguckt und also ja, es soll so richtig schön, so eine richtig schöne Woche Urlaub werden und ich denke mal, das kriegen wir alle hin zusammen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Wie gesagt, alles was über den anonymen, das ist übrigens oben in dem blauen, ist der anonyme Spendenlink. Der geht direkt auf PayPal, also ohne dass ihr auftaucht im Stream. Und dann gibt es halt natürlich die gängigen Sachen und wie gesagt, alles was hier reinkommt, diesen und nächsten Monat, wie gesagt, geht in die Mimikasse sozusagen. Und von daher weiß ich, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. So, okay, dann gehen wir mal wieder runter zum Bötchen. Oder bist du schon wieder im Bettchen Ich gehe irgendwo? gerade. Nein, ich gehe mal ganz schnell noch diesen Ton holen. Okay. Ich habe eigentlich Da ist was. monstermäßig Kohle in meinem Lager. Kohle? Ton, keine Kohle. Ach, Ton. Ich habe Kohle Kohle habe ich verstanden. auch genug. Okay, dann werde ich mal kurz ins Gästezimmer hüpfen und dort übernachten. So, das war hier irgendwie hinten lang. In dem wunderschönen grünen Gästezimmer. So, hier lang. Warum nicht in dem anderen oben? Nein, ich gehe in das grüne, wunderschöne Gästezimmer. So, Gästezimmer. Hopp. So, okay. Hier ist Ton. Ah, Okay. Schaut mal, wenn die Sonne hier nämlich so reinscheint, Sonne aufgeht, das mag ich. Dann kann man hier auf dem Balkon. Guck mal. Gehen nur noch Tisch und man kann den war ja was. Monstern beim Absturz zusehen. Weiß nicht, was der da macht, Absturz. aber ja, der steht da, der kann sich noch nicht entschließen, ob er springt. Jetzt ist er nicht gesprungen, jetzt ist er verglüht. Ah ja. Okay, gut, dann fahren wir mal zurück in meine Base.
damit Ja, ich komm, da. komm. Ja, ja, ich laufe gerade Richtung Hafen wieder Ich mach nur runter. gerade mein Inventar noch Oh, voll und dann bin ich bei dir. besten hier lang, da war der Weg noch nicht fertig. Da wäre ich jetzt glatt in so eine komische Grotte reingelaufen. Oder ins Wasser oder so. Okay. Also wie Gut. gesagt, er hat hier so rundum, hat er hier so seine Häuschen hier reingebaut. Ich finde das sehr, sehr hübsch. So, und dann schauen wir Ja. mal wegen meiner Steampunk Base, dass ich da ein bisschen die Mauer noch hochziehen kann. Aber das dürfte jetzt kein Problem mehr sein, dank dem lieben Kai, der zum Glück noch Unmengen an Ziegelzeug in seinem Lager hatte, Ich hab dass die ich Nachtcape und weiterkomme. So, dann komme ich mal wieder zu dir. er buddelt sich gerade Muss mir durch hier den meinen Aufzug Ton. reinstellen. Über Guter Wasserläufer. Mann. Auch nicht schlecht über Ja. Wasserläufer. Müssen wir meinen Aufzug hier einbauen, da ich hier schneller hoch und runter komme. Und schaut mal, hat sich hier unten schon die ersten Korallen angeboten. Sehr hübsch. Ja. Da müssen Aber wir weißt du, warum die da unten irgendwann. sind? Ja, da ist ein Akquisator drin, denke ich. Nein. Nee, nee, Nein? der steht hier an der Seite. Ah, der steht. Ah, da ist er. Okay. Die sind zu vermehren von Heißt, ich den kann jetzt hier Seegurken. drin rumtauchen, ohne dass mir was passiert und kann hier unter Wasser rumlaufen. La la la. So sieht's aus. Okay. Und warum hast du jetzt da unten rote Koralle? Ist da auch was drunter? Nein, der ist einfach nur da, um die Seegurken zu vermehren. Ah, okay. Für hellgrünen Farbstoff. Okay. Und vielen lieben Dank, lieber Grenzritter. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Dann sind wir noch ein Schrittchen weiter. Vielen lieben Dank. Im Namen auch von unserer Mimi. Wie gesagt, es ist echt, Sind Sie an echt Bord? toll. Es ist echt toll. Ja, ich bin an Bord. Du darfst mich jetzt in meine Base wieder reinfahren. Er hat hier nämlich eine automatische Sperre drin. Habt ihr gesehen? So, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Wieder ein Schrittchen weiter und das freut mich. Und wie gesagt, die Mimikry kann man dann Tatsache, wie gesagt, auf dem Samstag, am Samstag und am Mittwoch auf der Gamescom antreffen. Die freut sich übrigens schon wahnsinnig auf euch alle. Mhm. Ja. Von Padma kriegt sie übrigens noch eine genaue Auflistung der notwendigen Utensilien. Wie hat sie es ausgedrückt heute? Der notwendigen Utensilien, die sie unbedingt mitnehmen muss. Also Also, Unterhosen, Socken. ich glaube, sie dachte da eher so für Autogramme oder so. Also, ich weiß, dass einige letztens nicht ein T-Shirt mit hatten, sondern Tatsachen Bettlaken. Also, ja, wenn ich sehe, wie voll mein Autogrammbüchlein war, weil die Padma hatte nämlich mein Autogrammbüchlein mit, wo mir ganz, ganz viele ganz liebe Worte nämlich reingeschrieben haben. Es, so persönliche Dinge halt, ne? Ihr kennt ja die Autogrammkarten. Die sind zwar ganz schön, aber es fehlt mir immer so der persönliche Touch. Und Padma hat den quasi von mir ein leeres Büchlein in die Hand gedrückt und hat die da sich austoben lassen. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut, eben persönliche Worte auch drin zu finden. Und das ist sehr schön. Also von daher, wie gesagt, wir werden ihr dann also wie gesagt, Padma gibt ihm noch so eine, ihr kennt das ja so wie so eine Festivalliste, ne? Also was man unbedingt mitnehmen muss, damit man solche Dinge Wahnsinn. überlebt. Das ist ja doch ziemliche Großveranstaltung, ne? Und ja, wie gesagt, sie kriegt da auch so eine Rundumbetreuung, weil der Kai hat schon gesagt, also da Samstag das sehr voll ist und so, ja, wie gesagt, hat sie auf jeden Fall schon mal die Gewissheit, dass der Kai da sein wird, um sie durch die Massen durchzuschubsen. Das kann man es ja nicht nennen. Und wie gesagt, es kann nur geil werden. Ich sag mal, ich wünsche mir, dass ihr so richtig mal eine Woche richtig mal so richtig fett Spaß hat. Ja, und Und kann auch. ja, wie Ist ja gesagt, auch eine Bedingung, ne? ja, dass sie, Die muss ja Spaß haben. genau, sie muss Spaß haben. Das ist unsere Bedingung. Sie muss Spaß haben und fröhlich sein.
Weil ihr wisst ja selber, wenn man ganz, ganz lange nicht von zu Hause wegkam, dass das natürlich eine ziemliche Hausnummer ist. Aber ich finde, manchmal muss man solche Schritte gehen. Und wie gesagt, ihr kennt uns ja, wenn wir von solchen Dingen Wind kriegen, dann setzen wir uns auch dafür ein, dass sowas auch klappt. Und ich finde, wie gesagt, gerade für die, die in meinem Team wirklich rund um die Uhr eigentlich immer ansprechbar sind und ganz viel machen oder so, die haben das halt verdient. Weil bei einigen weiß ich halt, wie gesagt, die haben halt das nötige Kleingeld, für die ist das nicht weiter problematisch. Oder bei anderen weiß ich halt, dass sie definitiv nicht kommen können, weil sie einfach zu dem Zeitpunkt selber entweder Urlaub haben oder andersweitig schon verplant sind. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, gerade die Leute, die eben nicht kommen können, das fand ich sehr schön. Da waren einige drunter, die dann einfach kurzfristig gesagt haben, okay, ich gebe dadurch ja kein Geld aus, also gebe ich einen kleinen Teil davon weiter an die Mili. Die Gamescom ist nicht mehr so mein Ding. Alle anderen wünsche ich viel Spaß. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, Grenz. Also bei mir wäre es wahrscheinlich auch so, wenn ich die Möglichkeit hätte, dahin zu gehen, ich würde wahrscheinlich nur an dem Mittwoch hingehen. Bin ich auch ganz ehrlich, weil ich hab's nicht mit Menschenmassen und ich finde selbst Mittwoch schon für meine Verhältnisse sehr extrem. Aber ich wüsste halt, dass ich da auch ganz viele kenne. Also von daher wäre es dann nicht, wäre es auszuhalten. Aber am Samstag dann so mit den breiten Massen da durchwurschteln, ist nicht meine Welt. Überhaupt nicht. Weil ich bin Menschenmassen auch nicht mehr gewöhnt. Übrigens liegt hier immer noch meine Unterhose hier frisch gewaschen zum Trocknen. Gut, okay, dann mache ich mich mal wieder ein bisschen mehr an die Arbeit. Obwohl Jo, ich könnte ja mal, weil so viele neue gerade da sind. ja, Ähm, wohl. mal, ja, ja, die sind hohl. Skelettosköpfe sind immer hohl, weißt du doch. So, Schmeiß mal okay. den Ton hier direkt in den Brennofen, ne? Jo, okay. Okay, ich gehe mal hinten raus und wollte mal zeigen, so ein bisschen. Wundert euch nicht hier zwischen meine Türen immer. Ich habe hier so ein paar Scherzkekse, also die so Desaster Ach heißen. nee. Die sich immer sehr, sehr nett um meiner Base austoben, was solche Sachen angeht. Ich wollte euch nämlich mal zeigen, also wie gesagt, auf der einen Seite, warte mal, ich zeige euch erstmal die andere. Kapiert man das nicht? Okay, wir gehen erstmal auf die andere Seite, auf den Berg hoch. So. Also, ich habe hier mit Kai und Wusimbo nämlich angefangen und der Rio eine Steampunk-Base zu bauen, weil wir hatten ja hier so einen total bekloppten Und der Felsen Mimi. und der Mimi, genau, das kommt ja noch. So, am Anfang waren wir ja nur ein paar Leute. So, und dann haben wir hier schon mal, es ist immer mit der Sonne, wenn die so blöde steht, ein bisschen, warte mal, ich sehe mich mal, ist ja noch schlimmer. Ich muss auf die Feder andere, aus. ja, oder ich mache einen Shader mal kurz aus. Es sieht dann nicht ganz so schön aus, aber ihr seht zumindest, um was es geht. So, also ihr seht, ich habe hier so einen ziemlich merkwürdigen Berg, weil die Sichtweite dann auch immer runtergeht bei mir. So, und dann haben wir überlegt, wir machen hier eine Steampunk-Base draus. Und dann haben wir angefangen, also habe ich angefangen, da unten erstmal so ein kleines Haus, kleine Häuser zu bauen. Dann ist ein Kran zugekommen, eine Mühle dran. Jetzt haben wir das hier schon verkleidet. Dann haben wir ja die Brücke hier mit Rio zusammengebaut und Kai. Es ist eine Hebeschwenk- und Drehbrücke sozusagen. Fragt mich nicht, aber ihr wisst ja, Steampunk ist Fantasy pur eigentlich, ne? Da kann man sich alle möglichen Geschichten zu ausdenken. Austoben. Und ja, und wie ihr sehen könnt, unweigerlich, ich brauche verdammt viel Ziegel, ich brauche verdammt viel Schlamm, habe ich zum Glück hier in meinen Mangroven, das geht noch. Und Weizen, deswegen haben wir 2 Wochen quasi die Map abgegrast, alle möglichen Orte aufgesucht, wo wir eigentlich wissen, dass da auch so schnell keiner hinkommt. Da haben wir uns da den Weizen geholt. Und damit wir halt noch mit Schlammziegeln und so arbeiten können halt und Kupfer halt, ne? Das ist so die Basis hier. Und bei dem Kupfer, wie gesagt, hat Mimi sich nämlich dann überlegt, kann ich meinen Shader wieder anmachen, weil sonst sieht das nicht so schön aus. Hier ist die Sonne hier unter. Und zwar seht ihr ja hier hinter befinden sich noch Gebäude.
Im Garten ist Schlamm, genau. Kann ich mir auch eine Steampunk-Base bauen, genau. Backe, Backe, Kuchen. So, auf jeden Fall, wie gesagt, kann man jetzt hier durchlaufen. Wir haben das hier schon mal zugemacht. Da muss ich dann noch gucken. Also, wie gesagt, es soll ja noch ein bisschen mehr industriell aussehen. Hier gibt es so eine Plattform halt, also ganz viele kleine Gebäude in einem Gebäude drin. Und dann hat die Mimi sich überlegt, was hier fehlt, ist eigentlich so eine Kupferfabrik noch. Also wo es quasi vom Erz, von der Erzanlieferung bis zu den fertigen Kupferblöcken geht. Und das hat sie mir hingebaut. Also hier vorne zum Beispiel werden die dann gewachst, da reifen die vor sich hin. Ne? Also das ist hier so ein Honigding. So, jetzt haben wir das Problem, dass ich ja auch in den Honig kommen muss. Da hatte sich die Nimi dann noch was anderes ausgedacht, dass wir zum Beispiel eine Honigteekanne bekommen. Und hier entstehen momentan schon wieder die nächsten Gebäude, von denen ich noch aber noch nicht weiß, was es darstellt. Und um das Ganze noch weiter auf die Spitze zu treiben, hat sie dann gesagt, okay, jetzt setze ich mal so ein richtiges Steampunk-Haus hier hin. Und das ist das Ding hier. Das ist ein richtiges Steampunk-Haus. Ja. Also es hat eine Uhr, es hat Zahnräder dran und vor allen Dingen meine Lieblingsseite ist auf der Seite. Es ist auch neu. Das ist auf der Seite hier. Da muss ich ein Stückchen weggehen, damit ihr das entdecken könnt. Muss ich ein Stückchen weggehen. Ich hoffe, dass man es sieht. Das sieht man nämlich nur auf die Entfernung. Wenn ihr jetzt da oben hinguckt, seht ihr diese zwei leuchtenden Dinger da? Da sitzt ein Roboter drauf. Da oben. Seht ihr den? Da ist ein Roboter oben drauf. Und diesen Roboter haben wir gesagt, greifen wir das Thema auf und der kriegt jetzt immer wieder irgendwo seine Plätze, wo er dann hinkommt. Einmal stehend, einmal liegend, einmal wieder sitzend, also je nachdem. Ja. Und dann ist hier in der Zwischenzeit auch noch so ein Jump-and-Run-Spiel entstanden, also wo man dann von der Base zu der anderen hier rüberkommt. Hier kann man nämlich weiterbauen dann später. Und hier ist die legendäre Honigkanne. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Bienenfarm. Ja, aber hübsch verpackt, wie ihr sehen könnt. Ganz im Stil von Steampunk. Ja, also wie gesagt, und hier ist das andere Haus nochmal von der Rückseite. Also es ist der Wahnsinn halt, ne? Also ihr seht schon, hat die Mimi mal so an ein, zwei Abende mal so hingezaubert. Ich war, ich glaube, 2 Tage nicht auf dem Server und schwuppdiwupp stand dann hier alles und jetzt baut sie hier schon wieder die nächsten Dinger. Also ich bin gespannt, was das wird. Hier ist nämlich auch schon wieder ein Haus entstanden. Hier vorne ist die Ärztefabrik. Also hier werden die Ärzte quasi angeliefert. Dann werden sie hier irgendwie eingesaugt. Dann kommen die hier oben drüber irgendwie an. Ich glaube, das ist der Hoch. Das war, glaube ich, der Hoch. Deine Base ist seit dem letzten Mal, wo ich still war, schon mega geworden. Ja, ja. Wahnsinn. Vor allen Dingen, ich darf keine 2 Tage weg sein. Hier ist übrigens mein Hochofen. Das ist ein Brennsystem. Das kennen viele vielleicht mit diesen Loren halt. Hier werden quasi, hier ist der Hochofen drin und da wird dann das ganze Metall geschmolzen. Ne? Also das Kupfer. Und hier drüben wird es dann veredelt. Das heißt also, die haben sich hier wirklich damit auseinandergesetzt, wie sowas vonstatten geht, damit ich da drüben die Base bauen kann. Und das, was wir jetzt gemacht haben, wir waren ja 2 Wochen unterwegs auf dem Server und haben alles Mögliche eingesammelt. Und ihr müsst jetzt wissen, also ich stehe hier gerade mehr wie günstig. Ihr seht ja oben diese Felswand hier oben. Und bei dieser Felswand hier oben ist es so, da kommt ein Roboterhelm rauf, dem das Wasser quasi aus dem Maul läuft. Und es wird hier so ein Roboter, ja, wahrscheinlich davor stehen, wissen wir noch nicht. Aber genau das waren. Auf jeden Fall wird hier ein riesiger, großer Roboter stehen. Stehen, sitzen, wie auch immer. Das ist so der Plan. Und jetzt muss ich aber vorher das Gebäude innen drin alles bauen. Deswegen habe ich mir die ganzen Ziele
Deine von Kai geholt. So, okay. Und wie gesagt, hier oben seht ihr nochmal das Jump-and-Run-Spiel. Und das Witzige ist, wenn ihr dann einmal drüben seid, dann könnt ihr da runter und dann mit der Lore wieder zurückfahren. Es ist wie so ein Kreislauf. Also ich habe es noch nicht geschafft, darüber zu kommen. Es ist Ich hab's ziemlich gebaut, ich hab's auch nicht frickelig. geschafft. Ja, es ist ziemlich frickelig. Also einige haben es wohl schon geschafft, aber viele eben noch nicht. Also wie gesagt, es entsteht hier langsam so man kann hier halt sehr, sehr viel machen. Da drüben gibt es halt auch noch ein Haus. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ist das von dir oder ist das von Wusi? Irgendjemand hat Welches da Haus meinst du denn? das Haus mit den lila Fenstern da drüben. Da war ich nämlich auch Das noch ist nicht. von mir. Es ist von dir, okay. Deine stille Das ist die, Basis sozusagen. das ist die Schlammziegelfarm. Ah, okay. Gut. Die Schlammziegelfarm. Ah ja. Genau, diese automatische. Ihr hört das Zischen. Ich erschrecke mich trotzdem. Auch wenn ich weiß, dass das da ist. Ich erschrecke mich jedes Mal. So, und wenn ich hier den Ziegel verteile, ist Kai gerade dabei, das untere Lager hier oben hinzuziehen. Das ist hier sozusagen mein Hauptlager dann. Und ihr seht, hier steht ein wunderschöner Kran, den wir in Gemeinschaft gebaut haben. Er hat also Tatsache so ein Raupensystem, der kann vor und zurückfahren und kann dann die Waren quasi, die unten angeliefert werden, hier nach oben reinziehen. Das Jump and Run habe ich auch nicht geschafft. Bevor ich in Rage gerate, habe ich es gelassen, sagt Wusi. Aber wie gesagt, das ist hier so ein Gemeinschaftswerk halt, ne? Also wie gesagt, ich lasse denen auch alle hier die freie Hand. Also alle, die Bock haben, hier quasi mit dran rumzubasteln, sollen es machen. Ich mische mich da auch nicht ein. Also ich bin da eher so der Spieler, der sich dann auch anpasst. Ja? Also ich kann meine Ideen, müsst ihr wissen, auch umsetzen, auch wenn hier andere ihre Ideen einbringen. Also das ist so wie so ein Community-Projekt, müsst ihr euch das, ne? Also alle, die da Lust haben, da was zu bauen, ihr könnt's machen. Und ja, also das Ziel ist auch, dass später diese Base dann so ein bisschen auch das neue Thumbnail werden wird vom Server. So ein bisschen das Aushängeschild noch mit. Und ja, jetzt werde ich hier mal weiter gehen und meine Ziegelsteine hier mal ins Inventar schmeißen. Und wieder mal ein bisschen sehen, dass wir das kriegen. Warte mal, ich müsste mir eigentlich die Brust mal mit. Ähm, ja, hier hoch. Aha. Gut, ich werde mir mal ein paar Gerüstblöcke von unten holen. Aus dem Lager. Hast du die auch schon oben oder sind die noch unten? Gerüstblöcke. Die habe ich in meinem Inventar. Okay. Könntest du Habe ich mir gerade bei mir ins Inventar reingeräumt. ein Wo paar bist du davon. denn? Ja, ich frage mich gerade, wo bist du schon im Lager oben? Bist du Ich bin hier? unten. Oh, hier zischt ja auch. Was an? Ja, ich Ey, bin in der egal Küche. wo man langläuft, es zischt. Okay, Nein, ich bin ich jedenfalls bin jetzt vor rausgegangen. Ich habe hinten meinem rausgegangen. Schlafzimmer. Ja, ich bin Gut, jetzt vor ich guck meinem, zu dir. da ist mein Schlafzimmer. Hat mir Kai gebaut. Guck mal. Guck. So, damit ich da nicht immer runterfalle. Dankeschön. Jetzt wird's nämlich hakelig da oben. Falle ich da dauernd runter und dann sind meine Schuhe kaputt. Und dann muss ich wieder zum Farmland gehen und wieder meine Sachen reparieren. Okay, gut. Das will ich eigentlich hier die ganze Zeit mit der Werkbank in meiner Hand. Ich weiß es nicht. Gut, Was bauen? okay. Ich habe eine hier oben zu stehen. Okay. Gut, dann können wir hier nämlich, ja, das war sehr schlau. Ähm, das war mir wie schlau, warte. Ja, schlau. Okay, gut. Dann können wir hier nämlich mal weiterbauen. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt erstmal alles in Ziegeln. Oh, dann können wir die hier mal abbauen. Okay, einen haben wir verloren. Oh.
So, okay. Dann bauen wir das hier mal in Ziegeln weiter. Jetzt mache ich den Shader mal wieder aus, weil ich stehe hier nämlich ziemlich im Dunkeln und da seht ihr dann mit dem... Boah. Das heißt also, ich baue jetzt quasi so erstmal den Grundriss von dem, was hier oben entstehen soll, an Gebäuden. Also ohne Fenster, ohne alles erstmal. Einfach nur mal so mir denke, dass das sein könnte. Jetzt wisst ihr halt auch, warum ich so viel Zeug brauche, weil ich halt erst überlegen, ob ich einen Schlammboden hier mache. Ist aber momentan noch nicht möglich, weil unten drunter natürlich auch noch Sachen drunter kommen. Und da fehlen ja dann auch noch Zimmerchen. So, hier leiden, dass man ja auch nicht runterfällt. Das wird dann auch noch mal alles mit Treppen und allen möglichen Dingen, Fahrstühlen. Mal schauen, was wir hier alles so reinbasteln noch. So, okay. Haben wir das hier schon mal? Jetzt muss ich hier schon mal gucken, wie ich das mit der Treppe mache. Müssen wir das hier rausholen? Also ein, können auch Dreier machen. Dreier ist im Band, da sieht doch besser aus. Okay, das heißt, hier das hoch, das nächste Etage wäre dann schon, ja, weit müssen wir gar nicht hoch. Oder wir machen die eine, doch, das könnte man auch machen, dass man die höher setzt. Wartet mal. Wir gehen einfach mal bis zu der Etage. Warte mal, wie ist die Ebene? Hier. Genau. Das ist. Okay, dann müssen wir hier weitermachen. Okay, gut. Okay, jetzt wisst ihr auch, warum ich meine Gerüstblöcke gerade gebraucht habe, weil wir hier überall immer wieder hoch. Mal hier schon mal die. Dass das alles so verschiedene Ebenen sind. Wo wir die Fenster nachher reinsetzen, ist noch eine andere Geschichte. Das weiß ich nicht. So. Das hier eigentlich auch schon weitermachen. So. Okay. Ja. Gähn. Ist so müde. Ganz unwesentlich. Wir haben es eh Vielleicht gleich mal ganz drei. kurz wo. Ja, wir haben es ja eh gleich 23. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich mache. Das heißt, das. Äh, Kriegt das Ding halt lauter verschiedene Ebenen. Als wenn, im Grunde genommen, als wenn man so mehrere Gebäude auf einmal halt baut hier. Halt nicht hier hin. Da steck's falsch. Müssen wir sowieso ein paar Türen dann gleich einfügen, weil sonst haben wir hier. Okay.
Hier könnte man zum Beispiel auch das noch ein machen. Dann wieder eine Stufe reinsetzen. Ich mag, was von der Decke her passt. Sagt. Halt. So, ich muss mir neues Ziegelzeug holen. Ihr seht, die verbrauchen sich echt ziemlich schnell, die Dinge. Oben Cool. in der Kiste sind wieder welche drin. Sehr schön. Okay, gut. Aha, jetzt. Man sollte sich ja auch nicht einbauen, ne? So. Dann machen wir mal so ein Über. Okay, bis hierhin. Da geht. Da ist es. Und da müsste. Ja, schon. Mach ich mir das einmal so umständlich. Wait. So. Das. Okay, das geht auch. Sehr schön. Okay. Up, up. Hi. Und seid ihr alle sehr geschafft von eurer Woche? Ich glaube ja. So ruhig wie das ist. Bin mal kurz AFK. Macht das. Ich komme gleich wieder. Ich muss gerade noch mein Zeug kurz zum gucken. Ja, alles. Wie gesagt, da kann man notfalls auch wieder Gebäude ransetzen. Das funktioniert auch. Geht. Das ist das Schöne bei Steampunk, dass ihr das alles so total bekloppt und individuell hier alles zusammensetzen könnt. Eigentlich, ich sage mal, ohne Sinn und Verstand bauen. Eigentlich alles nur Fantasy, wenn man so will. Dank. Und da entstehen halt immer mehr Gebäude halt, ne? Also die man dann halt mit Blöcken natürlich auch variieren kann. Also andere machen das so, die variieren dann gleich. Ich bin eher so, ich baue erst vor und variiere dann. Klopft dann halt ganz viele Sachen wieder raus. So. Muss ich den nächsten rausholen. Hopp. Auf jeden Fall kommen wir heute schon mal ein ganz groß weiter. Das ist, weil dieser Roboter natürlich dann auch aus Kupfer und so gebaut wird. Und dann tut es gut, wenn man eine einheitliche Blockfläche dahinter hat, die einen dann nicht zu sehr von seinem Vorhaben ablenkt. So, und hier unten zum Beispiel kann man dann zum Beispiel schon die Schlammziegel verwenden für die untere Etage hier. Dann hier eigentlich. So, jetzt haben wir hier das eigentlich schon so weit. Mach. Ich der Tatsache
Decke ein. Warte mal, ziehen. 1, 2, 3. Heißt, hier ist die Wand wieder. Okay. So, dass man nämlich hier lang laufen kann und dann geht man hier quasi ja, eine Treppe runter. So, geht eine Treppe runter. Dann kann man das hier noch einen verlängern. Zum Beispiel sagt auch jetzt hier zum Beispiel auch wieder eine Mauer hin. Zur Decke hoch. So entsteht dann Stück für Stück quasi das Grundgerüst von dieser wunderschönen Base. Wo ich mich frage, wie lange werden wir brauchen, um sie zu bauen? So, dann müssen wir hier noch was machen. Au! Ich schmeiße damit Kies. Was ist hier? Okay. Oh. Wie gesagt, später kommen dann hier auch Fenster. Steht quasi in dem Berg immer mehr ein Gebäude. Ab. Okay. So, da bin ich wieder. Jo. EB. Oh. Den machen wir hier. Das kann man später alles wieder öffnen. Es ist jetzt nicht so. Es geht nur um den Grundriss des Gebäudes sozusagen. Dass man sich so die Räume vorstellen kann schon. Etwas hier. Was okay. Gut. Ja, ihr seht, wir haben noch viel hier so auch zu verändern halt. Oder hier Dinge noch zu verändern, dass man sagt, okay, mach da schönere Kanten rein oder so. Jetzt mal hier noch die Mauer. Jetzt hier auch noch hin. Das können wir hier wegmachen. Treppen wieder hoch. So. Kommt das hier an. Und da kann man zum Beispiel Gitter dann reinsetzen. Und das Ganze ein bisschen auflockern oder Fenster oder was auch. So, okay. Wir haben jetzt hier quasi die ganzen Räume. Hier kommen wir. Hier ist uns. Okay, dann machen wir hier nochmal. So, okay. Gut, das heißt, hier kommt man rein. Dann das auch ersetzen. Das machen wir später hier alles. Dann kommt man hier rein. Man kann hier auch runter. Ähm, Da kann man zum Beispiel auch wieder so, weiß ich, Ach hier reinmachen. Wenn man wieder was reinstellt. Dann hat man hier noch so eine Ebene. Also, wo man dann auch hier wieder, weiß ich, einen Raum entstehen lassen kann. Es ist sozusagen jetzt noch ein bisschen weiter nach unten die Etage. Ja. Also es wird. Stück für Stück. Die Woche mal wieder hart. Ja, ich habe so einige von einigen gehört, dass das so eine ziemlich harte Woche wohl sehen soll.
So, das würde ich auch mal sagen, setzen wir auch Das bis. ist Das sieht einfach Edel. Okay, gut. Und ihr seht ja hier vorne zum Beispiel haben wir ja auch mit Holz gearbeitet. Aber wie gesagt, momentan wird das noch. Jetzt zischt das auch. Vielleicht machen wir auch den ganzen Boden in Kupfer oder ich weiß es nicht. Also wie gesagt, mir geht es jetzt erstmal darum, das hier ähm, ja auf eine bestimmte Ebene hier anzuheben und machen. Wir müssen wahrscheinlich hier auch noch aushöhlen und muss ja hier auch noch alles verbunden werden und dann geht es bis hin und also ihr versteht, da kommen dann noch andere Gebäude wieder ran, die andere Grundformen haben. Und unsere Fenster werden dann auch wieder so sein, also mal diese Zweierfenster. Das können wir zum Beispiel machen, dass wir an der Außenwand beigehen. Okay, da machen wir jetzt schon mal die Tür rein. Also hier muss auf jeden Fall eine Tür rein. Mal gucken. Eine Einzeltür. Weil ich möchte da immer frei wegbleiben. Das heißt, hier wäre hier wäre. Und dann könnte man noch ein Einerfenster machen. Das passt schon. Das machen wir auch relativ dann groß. wenn ich rüberkomme. Ja. Und Immer das. nicht ausleuchtet hier. Nee, nee, Ja, nee. ja, ich weiß. Ich bin halt am Bauen, nicht am Ausleuchten. Okay. Das heißt, hier wäre eins. Ja, ein. Und ja, wir können einer lassen. Frau Bubu, Ja, ja. ich Was, sehe da was. was fehlt denn? Ich sehe da was. Du siehst da was. Was siehst du denn da? Sich hier beschweren, von wegen sind keine Steine und schmeißen Ja, sie hier weg. ich weiß. So, hier können wir ein kleineres Fenster reinmachen. So, dann müssen wir hier rüber. Da haben wir jetzt auch so eine Ebene. Eins, zwei. Eins, zwei. Da können wir einen Einer reinmachen. Wir können auch einen Dreier hier rein. Auch nicht schlecht. Dreier. Wie gesagt, der Roboter sitzt ja dann später hier vor. Hast du jetzt mein Fenster wieder zugemauert? Das würde ich mir nie erlauben. Ah. So, das heißt, wir brauchen eine ganze Menge Eisen. So, die würde ich sogar so hoch. Würde ich sogar höher. Das ist eine große Front. Und das spart ja auch wieder Ziegelstein, der da unten. Ich hüpf ja schon. Ah, ei, ei, ei. Ah, ich bin ja schon am Einsammeln. Ich bin ja schon ein artiges Füchschen. Mann. Ja, Mimi. Hast Ja, du Janus? was ist das hier schon? Hier ist doch schon wieder eine Höhle in meinem Berg. Wer siedelt Ja, das sich war eben, denn? da ist eine Lavaquelle. Okay. Da war eine Lavaquelle, mein. Da ist, Moment. Da war eine Ach nee, das ist der falsche Lavaquelle. Eingang. Nee, das ist der falsche Eingang. Okay. Der ist weiter oben. So, jetzt Der sind ist wir da wieder hinten. hier oben. Okay, das ist mehr oder weniger hier, ja. Also eine Tür ins Nichts momentan. Ne? Dankeschön. Also eine Tür ins Nichts. Ne? Also da können wir jetzt erstmal, damit wir wissen, dass es eine Tür ist, die Gerüstblöcke hinsetzen. So, wie ihr sehen könnt, kommt man jetzt hier gut rein wieder. Und hier sind überall jetzt schöne Fenster.
Die kann man dann später auch natürlich noch verzieren. Auch noch. Hier habe ich jetzt erstmal nichts. So, dann werden wir uns mal Gitter holen. Klapp, 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 klapp. Aua. Kann man immer noch die Abkürzung nehmen im Treppenhaus. Hier lang. Okay, hattest du schon mein Eisen umgepackt? Ja, Okay, war hier hinten. da hinten. Ja. Okay, super. Dann machen wir nämlich mal ein paar Gitter und dann können wir nämlich die Fenster schon mal machen. Das ist Werkbank steht da am drüben. sichersten. Mhm. Auch erst Brot. So. Okay, Gitter. Jetzt brauche ich ganz viel Gitter. Okay. Ich habe ganz viele Gitter, jetzt kann ich die Fenster erstmal dazu machen. Bevor uns dann noch irgendwelche Flatterviecher reinkommen und dann kann man da nämlich auch ausrichten. Das. Über die Dächer, wie gesagt, mache ich mir nicht so die Gedanken drüber. Ist noch das Grobe so. Warum schmeißt das Hühnchen seine Eier da vom Berg? Falls Weißt du auch. So, und das werden wir später natürlich dann auch noch verschönern, weil man kann ja noch mit Mauern Akzente setzen. Das kennt ihr ja aus der Renaissance, dass man das ganz vielen verschiedenen Baublöcken ja machen kann. So, Oh, da muss ich auch runter. nochmal hin. Fällt mir grad ein. Da drin. Sehr schön. Es wird. So, okay, dann haben wir hier schon mal die Fenster. Weil ihr habt ja gesehen, die Mimi hat ja da auch schon mal vorgelegt, wie man da auch adäquate Rahmen umbauen kann. Und das war ja auch so ein bisschen der Sinn, weil ich habe so ein bisschen in meinem Ideenfluss, war ich so ein bisschen lost und sag, komm, ich baue dir da was hin und dann kannst du das vielleicht. Ich hilft dir das ja deine eigene. Oh, okay, dann nehmen wir mal Seite hier. Handleer. Wendeltreppe. Wendeltreppe. Dann noch ein. So. Hier wieder durch. Frühstück. Berg hier wieder hoch. Okay. Da müssen wir auch noch reden, das massiv wird. Also da müssen Fenster und alles. Weil das ist halt hier die Gedöns ja noch. Ich schau mal von der Seite. Warte, ich hab Räder an. Oh, wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Uhu. Ja? Wir haben Besuch. Oh. Wo haben Mit wir? dem Besuch mal Hallo sagen. Was? Hallo, sag? Okay, ich komm. Wo bist du? Mit meinem Schwert. Ah, okay. Gut, also hier oben sind die Fenster. Das heißt, ihr seht, da ist noch ein Stück, was ich dann so machen müsste, weil das ist ja so eine andere Ebene. Dann müsste das ja alles noch so abgeschrägt werden. Hier runter und das ist noch. Weil das Problem ist ja, wie gesagt, ich vergesse immer, mich mit F4 raus. Weil ich kann mich ja selber dann sehen.
was ich da mache. Das vergesse ich immer. Händchen meckert immer. Ja, so langsam, wie gesagt, nimmt Kann ich das verstehen. hier Gestalt an. Aber wie gesagt, das ist. Aber wir haben ja auch noch viel Zeit. War nicht heute, aber in den ersten Tagen. Auf jeden Fall Ja, bin ich schon mal ganz froh. Und wie gesagt, die Front muss halt auch noch werden. Von unten hochbauen und dann nicht enden. Sich du dauern. Hör das Zischen immer bis hier oben. ich bin die ganze Zeit am Hin und Her laufen. Ja, ich merke schon. Auf jeden Fall, wie gesagt, viel Arbeit noch. Wenn ja mal hier hoch. Ah, seht ihr das, wie sich das hier so Stück für Stück aufbaut? Und das wird halt demnächst also auch mit Schlamm und Schwarzstein und allen möglichen Sachen und Kupfer und Andesit, Ketten und Propellern und Uhren und komischen Maschinen dekoriert. Deswegen ein Block. Das habt ihr gesehen, macht die Mimi ähnlich. Er arbeitet erstmal in einem Block vor und überlegt sich dann, was man durch Deko zum Beispiel da verändern kann. Also ich kann jetzt mal da anmachen. Dann seht ihr das auch. Ja, also da kommen dann halt noch so ganz bestimmte Sachen und dann auch so Kontrastsachen. Zum Beispiel hier könnte man oben was in Schwarzeiche zum Beispiel. Ja, sowas. Holzrustikales zum Beispiel mal. Oder eine große Uhr hier ran basteln. Mal schauen. Und dann irgendwelche Hebemaschinen, irgendwelche Paternoster hier einfügen. Das sehr interessant wäre. Also ich freue mich jetzt. Weil man kann sich hier kreativ echt mal. Und bei der Gelegenheit lerne ich dann vielleicht auch mal rund zu bauen und Zahnräder. Weil ich habe mir da extra so ein paar Baupläne habe ich mir besorgt, wie man da Zahnräder bauen. Gut, okay, wir können jetzt hier quasi durchlaufen. Wird erreicht. Laufen. Ja, meine. Ja, wir haben es halt Mitternacht wieder mal. Ja. Ich werde mal zu Kai ins Lager gehen. Halt ich mal mit Beschilderung. So, einmal umdrehen. So, ich würde sagen, wir schicken alle mal so langsam ins Bettchen. Ich weiß nicht. Kann ja mal gucken, ob noch jemand am Vielleicht ist Fatma da noch am. Weiß es nicht. Schauen einfach. Mal raiden. Ihr seid ja ein paar Leute, die da hinschicken. Also, ich hätte Lars für euch, also den Lars LP. Ich hätte Janus. Wir gehen zu Janus. Wir gehen heute zu Janus. Lange krank. Ach, der ist geplant. Mist. Das ist doch unfair. Alter. Der war doch eben noch online. Der steht bei mir, aber er ist live. Und wenn, steht nichts geplant. Und wenn ich raufklicke, Man sieht steht mal. geplant. Dann hat er gerade Schluss gemacht. Das kann gut sein. Ähm, Nee, der ist in, noch online. er ist noch online. Okay, dann hüpfen wir rüber zu Janus noch für eine Weile und grüßen. Ich werde gleich nach Die ist auch Beendigung. gerade reingekommen. Genau, ich werde gleich nach der Beendigung meines Streams werde ich euch folgen, gesagt, weil ich kann das so nicht. Bleibt also sitzen, lehnt euch gemütlich zurück und lasst noch ein Like und ein Abo da bei mir und bei Janus. Und wir sehen uns morgen Abend wieder im Momentum und dann bauen wir weiter an unserer wundervollen Stadt. Ich sage danke, lieber Kai, danke, liebe Community, danke fürs Raiden durchs Jahr und schlaf gut und ansonsten tschüss. Winke, winke. Ich muss stopp mir.